sollte vielleicht wieder umschalten, ne? Hallo und einen wunderschönen hallo, grüß dich, servus. Mit dem Mikrofon verstehen wir mich gleich besser, habe ich gehört. Von dem her dachte man, na komm, machen wir es einfach mal an. Ach Gott, scheiße, ist das laut? Ist es laut? Kopfhörer fast ganz tuppel. Kasumi, hi. Grüß dich. Kialak, hi, hi, hi. Oh, ich schon also gar nichts mehr weiß, weil wir spielen, ne? Nicht, Mann. Ist erst 2 Tage her. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich auch, warum Phasmo so laut war am Dienstag. Das Spiel ist so kacke laut. Ich hab das fast zurückgedreht, ne? Das schreit mir die Ohren voll. Was willst du, das bringt, ne? Das eine Ding. Na, machen wir mal so. Machen wir da wieder ein bisschen lauter. Bin aber im Lernen. Kein Problem, Kleider, kein Problem. Mir geht's gut, hallo, danke dir. Nachdem Samuel den grauenvollen Mord an seiner Frau mit ansehen musste, verfolgt er den mysteriösen und skrupellosen Mörder in die Stadt, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Das macht er. Er erreicht Kinside mit einer alten Seilbahn und findet sich vor dem Sacred Heart Krankenhaus wieder. Zu dem der Mörder unterwegs war auf dem Parkplatzgebäude, erlebt er jedoch etwas völlig Unerwartetes. Wir waren im Krankenhaus, haben dem Doktor seine Aufgaben gemacht, 2 Stück, und haben die dritte Aufgabe gekriegt. Wir haben noch einen Schlüssel. Moment. Genau. Wir haben noch einen PIN, 251. Müssen wir. Oh mein Gott, das ist laut. Genau, wir haben hier ein Üsse. Ach Gott. Wie war das? Eigentlich ganz normal, ne? Rennen, Sprinten. Ja, müsste passen, ne? Karte war da. Stimmt, wir haben. Ach Gott, das war das Munitions. Schrankschlüssel. Wir haben auch noch einen. Moment. Wo war das? War das in dem Spind drin? Entspannungsraum, da war das, ne? Das heißt quasi da. Der schaut jetzt so entspannt aus. Schau mal. Ist da ein Entspannungsraum? Ist es dunkel? Ach, wir haben Taschenlampe, Bernagel, genau. Stimmt, da war ja was. Der etwas was. Hier, genau. Warte mal. 251 haben wir letztes Mal gefunden. Nachdem es der im Keller nicht war, müsste es der hier sein, ne? Hoffe ich mal. Nice. Spezialkugel, was bist du? Dick, fett, Schrot, Ammo, ne? Ich mag dick, fett, Schrot, Ammo. Mhm. Der nächste Zombie mag die bestimmt auch gerne im Gesicht haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das komische Glibberviech im Keller haben wir gemacht, fällt mir gerade auf. Wir haben einiges eingelagert. Es gibt so versteckte Räume, weiß ich noch. Ich suche gerade irgendwo den Marker wie bei Genshin, der wo irgendwo im Eck rumschwurbelt. Den habe ich da nicht. Wo wir hin müssen. Moment nochmal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Das da hinten war der Geheimraum, der ist eingezeichnet. Lea, hi. Hello. ähm. Also, finde den vermissten Agenten in der Entbindungsstation. Entbindungsstation. Ach, das war irgendwie. Da musste man. Runter? Ja, er, weißt du schon. Also, das Bild mein. Alles klar, das ist belastend. Ja, ich mag mir nicht Viecher einbilden, wenn keine da sind. Mir geht's gut, Lea, ja, danke dir. Wie geht's Maxi? Also, wie geht's dir natürlich auch und trotzdem auch die Frage nach Maxi. Oder Maxi? Maxi? Milo und Maxi? Kann ich hoch? Nö. Was liegt da? Ein Energierigel. Energierigel. Jetzt in Ihrer Apotheke gibt es Energierigel. Was liegt da? Nix. Okay. Ich kann irgendwo die Stockwerke wechseln, ne? Ah, da. B1, Heizungsraum, Garage, Archiv, nö. Hubschrauber, Haupteingang, nö. Operationsraum, Labor, Entspannungsraum, Garten, nö. Ich will jetzt 0F. Ist 0F dann das Erdgeschoss? Kann man das aussuchen? Kann ich jetzt 0F? Waren da zwei Aufzüge? Hier war das Archiv unten, das wir zerstört haben, glaube ich, oder? Oh, war hier eine Schlawine? Hier war der komische Schwurbel Schleimo-Zombie-Dingens. Und hier hinten war großes Zombie? Hm. Du liegst schon seit da, glaube ich, ne? Genau, hier haben wir eine Spind gekriegt mit den Dingen. Was war da drin? Waren wir hier? Scheint ein Ventil zu fehlen, okay. Stehst du auf? Stehst du auf? Stehst du auf? Stehst du auf? Ich glaube nicht. Okay. Alter, Musik. Also die Soundkulisse in dem Spiel ist echt. Oh mein Gott. Das ist Text. Das freut mich. Maxi schläft gerade, er wurde beim Tierarzt untersucht und die könnten nichts Auffälliges finden. Also Bauch ist auch weich. Die vermuten, dass er vielleicht Würmer, Parasiten sind, weshalb er die nicht essen möchte. Was?
es aber nicht essen möchte, dann sollte ich es mit einer Wurmkur berühren und wir sollen ihn übers Wochenende beobachten, ob er besser wird oder ob er so bleibt, dass er nichts frisst und ob es wie Erbrechen und so weiter dazukommen. Sollen wir Montag nochmal vorbeikommen. Okay, ist blöd. Aber einerseits, also wenn sie nichts gefunden haben, ist es schon mal gut, sag ich jetzt mal. Wenn quasi dafür würde ich einen Schlüssel. What? Wenn er dann quasi also du sagst, wenn der Bauch weich ist, wenn vom Fell alles passt, wenn der Rachen in Ordnung ist, wenn so alles okay ist, dann ist vielleicht wirklich, wie du sagst, ja. Aber ich sag mal, die hat immer, also unser Tierarzt hat immer ziemlich schnell mitgekriegt, ob die Katze Würmer hat oder nicht. Was unsere regelmäßig hat tatsächlich, weil unsere Freigänger ist quasi, also raus kann. Naja, kein Fieber, seine Zähne sind gut und sein Zahnfleisch ist auch gut, sein Bauch ist weich und ja, okay, ja, genau, und ja, gut, also immerhin, ist schon mal gut, ist schon mal echt schön zum Hören, sagen wir es so. Frage ist wirklich dann nur, und ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird oder dass nichts dazukommt. Aber da fällt es Ventil. Was? Ich hoffe, es wird durch die Wurmkur besser. Ja, aber Maxi und Milo sind reine Hauskatzen, ne? Oder? Oder dürfen die heraus? Oder können die heraus, sagen wir mal so. Sind Hauskatzen, okay. Weil ich denke mal halt, wo soll der gut fliegen, okay, wo soll er sonst Würmer herkriegen? Aber es ist immer so eine Sache, ne? Er hat aufgehetzt, genau, stimmt ja. Wenn unsere hat er, ich sag mal, 4 oder 5 oder 6 Mal im Jahr Würmer, einfach weil die dauernd Mäuse und so Zeug frisst. Also da. Mein Inventar ist voll, der macht Platz. Das ist eigentlich komisch dann, ja. Aber gut, kann natürlich immer sein. Also das ist jetzt nichts. Hausfliegen etc. so Zeug kann er da quasi erst ja was holen, glaube ich, wenn er mich täuscht. Also das ist. Geht das? Nö. Geht das? Jo. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gute Besserung, ja. An den Maxi. Und auch an Milo, dass er sich nichts holt von ihm. Das wäre scheiße. Aber ich glaube nicht. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass Milo beleidigt und eingeschnappt ist und Maxi war, nachdem ich ihn aus der Box gelassen habe, voll schmusig mit dem. Mit wem war ich jetzt bei Tierarzt? Muss das nicht anders. Ja, das kenne ich. Also kommt drauf an. Unsere braucht da auch jemanden. Wenn da quasi mein Dad zum Beispiel weg ist mit der Katze, dann ist es ja so eine Sache. Dann geht es zu mir wieder hin. Bin ich aber bei ihr mit Tierarzt und es ist ihr schlecht gegangen, dann ist die auch wieder dankbar danach. Also es kommt immer darauf an. Maxi wird vielleicht gemerkt haben, dass du nachschaust, weiß ich nicht. Also ich meine, dumm sind die Tiere auch nicht, so ist es nicht. Also ich meine, die jammern zwar und sind wehleidig und ja, wir kennen es alle. Aber Milo kann das überhaupt nicht ab alleine. Achso, ja gut, vielleicht deswegen. Die Geräusche. Morgen, ich möchte in die Leichenhalle. Leichenhalle, komm zu mir. Da gibt es bestimmt Zombies. Es war sie deswegen beleidigt, weil du ihn alleine gelassen hast, weil du einfach weg bist mit Maxi. Hast quasi Spaß beim Tierarzt gehabt, weißt du, so,
voll die Party und dann kommst wieder. Das heißt, du den Bart bestreitet, oh mein Gott. Ja, uns ist da eher, ich sag mal, chillig. Die mag schon da sein, die mag auch bei dir sein die ganze Zeit, das mag sie schon. Aber die geht dann ab und zu einmal wieder. Also die mag dann einmal wieder für sich sein. Ist halt ein Einzel. Tier, sag ich jetzt mal. Panische Angst und die hast er ist der Erste, der weg ist, wenn ich die Box hole. Eher dumm, also du musst die Katze zur Box bringen, nicht die Box zur Katze. Weiß wer, wo es hingeht? Ich nehme nicht. Also ich stelle die Box immer draußen hin, dann hole ich Miets. Das klappt aber auch nicht, Milo zerkratzt mich. Du musst dann kratzfesten Anzug anziehen. Kevlar oder wie das Zeug heißt, ne? Ach, da war das, okay. Schutzanzug. Komplett eingewickelt, wie so ein Schneeanzug. Ja, also ich stelle die Box bei uns immer draußen hin irgendwo und dann, wo es quasi nicht sieht. Ist er Ruhe? Na, ich will es hoffen. Mist, das wollte ich nicht. Was Phoebe und Raffi lieben die Boxen. Wir lassen die auch die ganze Zeit draußen und offen. Da kann sie sich immer reinlegen und haben damit immer eine gute. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir fallen da mal drüber über die blöde Box, wenn es rumliegt. Aber wenn unsere Box darfst du eh keinen zeigen. Die ist, glaube ich, 25, 30 Jahre alt. Die Box. Die fällt schon halb auseinander. Mehrfach geflickt. Ich vergesse immer wieder, dass ich eine neue kaufe, aber das Rumstehen lassen ist gut, dass sie rein können. Dann ist das wie so ein kleines Haus für sie. Falte Mann, hey, hey, grüß dich. Ich lasse die Box auch immer offen stehen, von alleine geht der dann mittlerweile rein, aber sobald ich die Box nur berühre, ist mir sofort weg und bekommt Angst. Ah ja, okay. Einmal frei. Mir geht's gut, danke dir. Selber? Games sind immer super. So mir gefällt's, ja. Es ist ganz, ganz human, würde ich sagen, ja. Es ist halt wirklich wie die alten Resi-Teile, sag ich jetzt mal. Uh, also gefallen. Und der blutet da aus. Ja, genau, jetzt blutet er, okay. Einziger Nachteil ist die Nachladefunktion in dem Spiel. Das ist ein bisschen komisch. Kombinieren. Zack. Kombinieren, Magazin aufladen. Kombinieren, Magazin aufladen. Das ist das Komische dran. Aber es geht schon. Ich schieße mit der Pistole, dass ich ein bisschen Munition wegkriege. Mit der Schrodi, die dauert ein bisschen länger, die will man aufheben. Aber ein paar Zombies bauen die immer wieder rein, ne? Oder stehen die nach und nach auf? Der war vorher schon da, ne? Bleibt er da? Aber ich finde nice, mir gefällt es echt. Also ich das Gitter hole und dann zumache ich. Was? Ist erstmal Ruhe und dann versuchen sie sich zu befreien. Das Gitter haben wir immer dran, tatsächlich.
Also wenn du aufmachst, gehen sie raus und nächstes Mal liegt wieder in der Box. Okay, nee, das ist bei uns. Unsere geht dann erst einmal so einen halben Tag einen riesen Bogen um die Box rum. Wir lassen es oh mein Gott. Wir lassen es einmal rumstehen. Hi. Und schauen, dass sie quasi eine mega bessere Beziehung dazu kriegt. Aber es funktioniert nicht immer. Muss man ehrlich sagen. Geht ja da hinten weg. Ähm, da war der. Ich erinnere mich. Ein bisschen Blick behalten, den Dude. Wir wollen eigentlich zu Ding. Da vorne ist eine Treppe, ne? Ich habe die Treppe nicht gesehen. Ich habe die Treppe nicht gesehen. Wieso habe ich die Treppe nicht gesehen? Frage ist, wollen wir Zeug loswerden? Ich meine, Magazin können wir schon weg. Ja, komm, wollen wir. Da gehen wir mal her, oder? Also ich hoffe, ich die beiden gleich füttere, dass Max dann was frisst. Er soll die Wurmkur-Tablette nämlich nicht auf leeren Magen nehmen, sondern entweder während dem Fressen oder nach. Tablette? Ist da Tablette Wurmkur? Die kriegen bei uns immer was ins Ding rein, in die, wo wir rumkommst. Nein, geh weg von mir! Alter, renn halt weg! Renn halt! Oh mein Gott. Unsere kriegt das mal ins Genick rein. Aber ich glaube, also, weil so Tabletten isst sie eigentlich gar nicht bei uns. Das. Oh Mann. Also mag unsere. Alter! Unsere mag das nicht. Die wenigsten mögen das, sagen wir es mal so. Gut, also einmal A. Also ja, ich durfte entscheiden und habe die Tablette genommen, weil ich eigentlich keine Probleme damit habe, die beiden Tabletten zu geben. Einfach in die Lachscreme rein und fertig. Milo schlingt die immer runter. Nee, unsere gar nicht. Unsere wird alles außen rum lutschen. Komplett. Das wäre der, also da würdest, die hätte alles im Maul, bloß nicht die Tablette. Ich würde sagen, so gehen wir mal, ne? Den Energieriegel können wir uns in den Mund stecken. Huse. Was, nee, Mila merkt das nicht, dass die Tablette drin ist. Da hat der auch einmal so gefressen. Okay, nein, das macht unsere gar nicht. Da habe ich keine Chance. Das ist minimal belastend, dass der da vor der Tür steht. Was habe ich jetzt eingeschmissen?
Kann ich. So. Kann ich da rüber irgendwie? Ne? Geht das? So. Ich hätte gern die da drüben. Genau, so machen wir es. Und dann machen wir noch kurz speichern. Mir schaut gut auch immer so wie eine Taube, mein Gott. Klein malen geht. Das geht, das hat bei uns auch lange Zeit funktioniert, aber irgendwie, die merkt es sofort, dass da was drin ist. Das ist echt schlimm. Wir haben so eine Paste gehabt, die haben mir quasi, so böse sich's anhört, Mund, also ich habe Katze wirklich Kopf genommen, Mund auf, Paste in den Rauchen hintergespritzt, Mund zu, Katze. Irgendwann. Und dann war es weg. Hat funktioniert. Mögen wohl viele nicht, aber hat funktioniert. Schau, das geht. Mach halt auf. Mein Gott. Puh. Dann bin ich gespannt, ob das gleich klappt. Ja, könnte ich dafür jedes Mal durchknuddeln, wenn er gut. Guru, Guru, Guru. Guru, Guru, Guru. Guru, 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 Guru. Drei weiße Tauben. Dö, dö, dö. Auf unserem Dach. Dö, dö, dö. Drei weiße Tauben. Die machen mich schwach. Dö, dö, dö. Ich will komplett da durch. Wir wollen rennen durch. Ich bin ja gespannt, ob mein nächster Jumpscare im Gesicht ist. Spiel kann das einigermaßen. Okay, können wir auch nochmal durch. Die großen Zombies sollen weg. Die mag ich nicht. Ach, shit. Da kann er nicht durch? Ernsthaft? No! Ich so, no! So der meinte, you shall not. Cat, hi, grüß dich. Das hat super passt. Hat's mich jetzt gerissen, Alter. Uhuhu. Kätzchen, hi. Beruhig dich mal. Puh. Katzen, was für wundervolle Tiere. Katzen sind nice, ja. Ich mag Katzen auch. Ich mag eigentlich alle Tiere, aber. Okay. Du magst Katzen nicht, du liebst Katzen. Ich dachte was gerade, ja. Hello. Ist da wer? Ich hätte ein paar Patrönchen. Die könnt ihr euch, wenn ihr mögt, ins Gesicht drucken. Unsere hat die spinnenden 5 Minuten in der Viertelstunde 3-mal. Das ist. Da brauchst du nicht fragen.
Also jetzt war hier eine massive Party, so wie die alle rumflocken. Ach, das war der mit der Bindehautentzündung, ne? Stimmt. Hier ist Treppenhaus. Da sind wir herkommen, ne? Wenn sie 5 Minuten haben, sind beide meine richtigen Vollraketen. Ich denke jetzt einfach, ich muss auf die Treppe, ne? Aber wir sind hier runtergekommen, oder? In case of 4. Was machen wir bei 5? Man kann auch verschwommene Punkte dann vorbeirennen sehen, ja, das stimmt. Oder wenn man ausschlafen will, das ist auch richtig. Da fetzen sie rum wieder mal was. Mir gefällt es ja nicht. Wisst ihr das? Hubschrauber Landeplatz, da will ich ja nicht. Waren wir hier schon? Hier die Pferde, ja, hier waren wir schon. Ich kann da raus. Ich kann da raus. Ich kann da raus. Und allerdings habe ich eine gute Nacht, bis meine Kleine kommt, sobald ich mich hingelegt habe, und holt sie ihre Streichleinheiten ab, schaut mich nochmal an und geht. Haben wir hier irgendwas versäumt? Ach, gibt es einen Haupteingang noch? Weil hier ist der andere Dude reingegangen, ne? Oh mein Gott. Du gefällst mir gar nicht da. Die liegen mir alle ein bisschen zu nah dran. Okay, können wir nicht rein. Aber wir haben Munition gekriegt, okay. Umweg war nicht ganz umsonst. Ja, bis gleich. Ganz laut rufen machen wir. Kein Problem. Macht er keinen Kopf. Guten Appetit, ja. Na, guten Appetit an deine Mizis. Befehle geht zur Anlage und stellt sie für die Vorgesetzten, die später eintreffen werden, unter Quarantäne markierte Gebiete, die eine potenzielle Gebührgefahr darstellen, mit speziellen Planern und eliminiert jegliche Bedrohung. Alle infizierten Leichen müssen mittels Verbrennen beseitigt werden, sobald das Gebiet dekontaminiert ist. Er wurde uns sicher ist, wird ein Team aus Hades-Agenten ausgesandt, um sensible Daten und das Personal auf Ebene 4 zu bergen. Okay. Kannst du mitnehmen, also habe ich es gelesen. Okay, passt. Ich hasse und liebe die Musik gleichermaßen. Oder die Geräuschkulisse in dem Spiel.
Luna, danke schon. Und hey, grüß dich. Hallo. Bald ein halbes Jahr. Stimmt. Hello. Na, wie geht's dir? Alle Zombies resettet, ne? Ich freue mich. Etwas müde, aber hab gerade einen feinen Kaffee von meinem Freund bekommen. Ah, das ist schön. Kaffee ist immer gut, ne? Wenn man mag. Bin halt so der Kaffeetrinker, aber ich weiß, es mögen sehr viele. Das ist not a test. Guck, guck, guck. Okay, hier können wir nicht weiter, ne? Sag mal, finde ich den Vermissten in der Entbindungsstation. Wenn ich eine grobe Richtung hätte, ne? Ach, hier waren wir schon heute. Okay, genau, das war der Arbeitsplatz mit Kamera. Wuschelswerk, grüß dich, hallo. Hey, na, wie geht's dir? Ein Kaffee intravenös, bitte. Ah, Schrankschlüssel. Ach, hier war der. Das, ist das auch gruselig oder kann ich ab und zu hinschauen oder schreit einen da was an? Ähm, ich habe mich schon erschrocken, aber heute noch nicht. Atmosphäre ist relativ gruselig, sag ich jetzt mal, aber es ist mehr auf alt gemacht. Also es ist nicht so schlimm, glaube ich. Ganz okay, heute nicht zu meinem Tag. Ah, schade. Aber immerhin ganz okay. Oh, Phasmo. Müssen wir einen Strom anmachen? Das schaut echt so aus, ne? 1:1 derselbe Stromkasten, dasselbe Model. Aber komplett. Oder Stromkasten, Strombereich. Ach, hier war der Schrankschlüssel. Das war jetzt Zufall, ne? Also, was wir gefunden haben. Jetzt haben wir aber die Bolzenschneider. Windows 95. Also kommen schon Zombies vor. Wuschelzwerg. Wo bist du? Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Was willst du? Alter! Was soll das jetzt? Mein Gott, na, komm. Spiel. Fick dich. Und ich, Mann. Komm. Das, was, wie ich sowas hasse. So getriggerten Scheißdreck hasse ich. Kotzt mich voll. Ja, bleib halt liegen, wenn ich dir mit der Schrotflinte ins Gesicht schieße. I'm behind you. Genau. Okay, wir sind fast tot. Da war die ganze Zeit gar nichts, ne? Man fetzen drei gleichzeitig her, das ist selbst Arschix. Aber gut, die müssten irgendeinen Grund haben, dass wahrscheinlich die jetzt da ausbrechen, dass wir dann sehen, ah, da geht's weiter. Mhm.
Vermute ich mal. Wo brauche ich jetzt den Bolzenschneider? Ich weiß das nach wie vor noch nicht. Weiß das noch wer? Also es bleibt bei Zombies. Wuschelzwerg. Mehr ist es eigentlich. Bei Bowser Pacific. Ah, da hier, ja. Hier sind die draußen, ne? Hier haben wir einen Saft. Den nehmen wir jetzt einmal noch nicht. Ich würde mich schon gerne komplett teilen. Da kriegen wir bestimmt noch was. Ich wollte gerade sagen, es sind immer so Bekehrstreams. Ich mag kein Horror. Bin schon wieder da. Hi. Ich habe Überbrückungskabel. Habe ich das versehentlich weggelegt? Ich hab's, es weiß ich, habe was weggelegt habe. Das ist jetzt belastend. Okay, muss ich wirklich komplett zurückrennen? Muss ich das? Ah, da will ich nicht hin. Heidlibet, darfst du mal herkommen? Ich muss komplett. Oh mein Gott. Naja, Ehrenrunde. Alles klar. Ehrenrunde, Ehrenrunde. Kannst Händchen halten, Kätzchen. Völlig anknabbern. Was, wenn du Fragen hast, was man Phobie aus einem anderen Spiel aus mit. Also, wann die Fragen hast, was man Phobie aus einem anderen Spiel aus mit ab und zu sagt, ja, ich kann gerne Händchen halten. Wenn du quasi bei Phasmo die Geisterbox in der Hand hast und der Geist quasi dann auf die Geisterbox antwortet, macht ja nicht jeder. Dann musst du Fragen stellen. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Ähm, bist du freundlich? Bist du nah? Bist du weit weg? Gibt mehr Dinge. Ich glaube, bist du eine Prinzessin, kann man noch fragen. Bist du französisch, kann man fragen. Also gibt, macht in Englisch mehr Sinn, glaube ich. Aber es sind ein paar so Gags mit drin. Sollen wir gehen, zum Beispiel, genau. Meistens sage ich bloß, wo bist du, wie alt bist du? Wo bist du, wie alt bist du? Sollen wir gehen? Wo bist du, wie alt bist du? Sollen wir gehen? Wo bist du, wie alt bist du? Sollen wir gehen? Geist. Hier waren wir schon. Ausgleichliche Kuscheldecke und Notfallwechsel, Schlüppi ist bereit. Also das war jetzt gerade mit den mehreren Dingen, war gerade minimal arschig. Okay, der ist immer noch zu. Waren wir hier schon herin? Ja, wir waren hier schon herin. Weil du Zucker bist. Müssen wir leider einmal komplett rum. Wir können mal gleich schauen, wo wir eigentlich das Kabel brauchen, ne? Ich weiß, das Kabel soll ich den. Mein Überbrückungskabel ist ja gut, ich sage jetzt, weil das wir uns dann holen. Aber irgendwo müssen wir ja eine Kette durchtrennen, denke ich mal. And I don't know where.
War bis jetzt so geradlinig, das Spiel, dass ich gar nicht. Da wird eigentlich ein bisschen hin und vor zurück, ein bisschen hin und wieder zurück zu rennen und wieder auf, hier und runter und links und rechts. Keine Zombies? No bigger. Eigentlich machen wir nur ein Zombie sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf dem wir jetzt eigentlich mehr oder weniger gerade zurennen. Der kann mich auch tun und dann bin ich wahrscheinlich tot. Aber da kann man auch gar nicht hinter, ne? Muss man hier was aufzwicken? Nö. Mario Party. Hm. Here I am. Lost again. Dass ich runterfahre, war ein Schmarrn, ne? Aber hier unten ist doch ein was gegen, oder? Täusche ich mich jetzt. Die wir vorher nicht mitnehmen konnten. War das hier? Das war da hinten, ja, das war da hinten. Genau, hier haben wir noch Kabel. Okay, gut, dann nehmen wir das. Ist auch wurscht. Alles klar. Wir haben einen Kabel. Machen wir zumindest nicht ganz umsonst herunten. Das passt. Musik sagt ja, ja. Musik sagt immer ja in dem Spiel. Nur Gesundheit sagt aktuell nicht so gut. Gesundheit sagt eher so Nope. Ja, bei uns geht's munitionstechnisch zumindest noch gut. Frage ist, soll jetzt zu dem Zombie rennen? Wir können dem einigermaßen ausweichen vielleicht. Ging's hier durch? Oder sollen wir einfach hoffen, dass wir was kriegen? Ich meine, so schlecht geht's uns das gar nicht, oder? Wir haben bestimmt 13% Leben, noch 36 immerhin kommen. Also wenn wir uns einmal erwischt, bist du tot wahrscheinlich, denke ich. Ähm, Moment, wo waren das wir gerade mit dem Ding, mit dem Kabel? Wir waren hier komplett durch, ne? Holen wir uns erstmal das Kabel. Das heißt quasi hier geradeaus raus und rechts rum. Holen wir uns erstmal die Gutes. Vielleicht kriegen wir da auch Heilung drin, würde ich sagen. Das glaube ich ist ganz cool. Oder es sind 18 Zombies und wir sind tot. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube es eher nicht. Vielleicht geht es dahinter auch weiter. Oder wir sind tot. Der nächste Kackzombie, der mich andutscht, war wahrscheinlich der letzte, denke ich mal. Muss ein bisschen aufpassen jetzt gerade.
Nase juckt. Der schämt sich schon. Lutschende Zombies. Alice, hi. Na du? Bin da, ihr Flauschig Flauschis. Grüß dich. Ich komme gerade gar nicht mehr klar auf mein Leben. Wo muss ich denn hin? Wir waren oben, ne? Waren wir oben? I got a bad feeling about this. Was? Wer ist die Schlippes gegen die Bildschirme? What? Da, ne? Ja, genau. Sehr schwer. Das war sauschwer, ja. Wenn man Magnum-Munition kriegt, die mir überhaupt nichts bringt, weil ich kein Magnum habe. Das finde ich nice. Okay. Finde den vermissten Agenten in der Entbindungsstation. Jetzt nochmal zum 48. Mal. Wo ist die Entbindungsstation? Wir sind im zweiten Stock, da gibt es keine Entbindungsstation. Nur ein Hubschrauberlandeplatz. Wir sind im ersten Stock, da gibt es einen Operationsraum. Und einen Aufzug. Mit dem Aufzug können wir runterfahren. Und eine Treppe, zu dem kommen wir mit der Treppe kommen wir in den zweiten Stock. Da sind wir jetzt gerade aktuell. Wieso wir in den zweiten Stock reingehen, verstehe ich zwar immer noch nicht ganz, aber ist okay. Rezeption, Entspannungsraum. Hier geht es nirgends weiter. Hier unten sind 4 Zimmer. Vom Patienten anscheinend 4. Und der Garten. Und hier ist eine Haupttür, die gesperrt ist. Der Garten ist gesperrt und die Haupttür da in der Mitte ist gesperrt. Ist das die Entbindungsstation vielleicht? Aber sonst haben wir ja nichts. In der Garage gibt es da gibt's auch noch eine Tür. Wieso gibt es in der Garage noch eine Tür? Luna. Ha, ha. No Pinger. Mm, mag er nicht. Was ist, wenn er es sagt? Wenn er es sagt, ist eigentlich noch nichts. Wir müssten uns für ihn mal was einfallen lassen, wenn er dann was sagt. Aber es sollte doch für ihn einigermaßen human sein. Und nicht sowas wie Jog 5 Kilometer oder spiel die nächste Viertelstunde blind. Das mag er nicht so gerne. Er weiß es aktuell überhaupt nicht, wo es hingeht. Weil er aktuell massiv lost ist.
5 Liegestütze. Das wird noch gehen. Wäre dann für eine Abstimmung. Fände das fair? Er würde mit abstimmen. Aber falls Wuschelsberg dann anwesend ist. Wuschelsberg mag übrigens Katzen. Okay. Die Robbe. Mach die Robbe. Robbe, mach die Robbe. Er weiß, dass du das kannst. Ja. Wir schauen mal auf die Karte. Ach, okay. Dieser Raum ist der Raum vom Doktor. Da kommen wir noch nicht rein. Frage ist, wo kommen wir hin? Eher einfach unverbesserlich heißt der Film. Mit den Minions. Oder Englisch des Pixel Me oder so ähnlich. Hätte klappen können. Warum wir? Bist du nicht immer du? Nee, das sind wir. Wir oder in dem speziellen Fall er. Ach, in der Garage brauchen wir einen Schlüssel. Das ist der rote Punkt da oben. Um den Schlüssel irgendwie zu kriegen, vermute ich mal, der untere grüne Punkt, wo keine Tür oder kein Raum dahinter ist, wird vermutlich der Ausgang vom Aufzug sein. Am Luna, die Uhr läuft oben durch. Jetzt ist sie vorbei. Es wurde so eingestellt, dass quasi in dem Moment, wo das getriggert wird, in der Mitte oben die Uhr erscheint und dann von 5 rückwärts zählt. Das hat er schon so gemacht. Yay! Hilft auch nicht. Er hat ich gesagt, noch bevor die Zeit ablief, oder habe ich mich verhört? Hat er wirklich nicht. Nee, nicht der Wasch um. Hoffe ich. Ah, die war. Die müsste schon um gewesen sein. Zeit war um, okay, passt. Nice. Wenigstens eine dazu mir halt rein. Okay, wir sind jetzt bei dem Dude da wieder, ne? Der Schwurbelzombie da hinten, der uns ans Leder will. Natürlich hängen wir fest. Reinhalt, 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 bitte, renn. Aufmachen, aufmachen. Durchrennen. Hm. Rein. Ciao. Okay.
Das war ab. Okay. So, 1. Das da. Wir kombinieren die Pump jetzt und hauen uns das da rein. Das checkt einen, um diesen Schlüssel können wir nicht aufschließen. Was wir nicht haben, dass der aufschließt. Also was für einen Sinn würde es machen, das zu finden, was er aufschließt, was wir nicht haben, ohne zuerst den Schlüssel gefunden zu haben, dass der es aufschließt. Gibt's. Also suchen wir jetzt den Schlüssel. Check. Was für ein wildes Gerede. Wo war das? Ich mache den Dude jetzt weg. Ach, Fluch der Karibik. Ach, der Jack. Ja, 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 klar. Und der Gips. Ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Anscheinend kann man sie nicht durch Türen, ne? Zumindest nicht durch alle, so wie es ausschaut. Was sehr convenient ist. Das sind eines der Zombie-Spiele der alten Schule, wo Zombies so dumm sind. Ich mag dumme Zombies. So, komm, müssen wir. Ah, okay. Wir müssen hier sogar hin. He, 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 he. Wieso sind dieser 10 Quadratmeter Garten gruselig? Die Stimme macht mich fertig. Hier liegt die Magnum rum. Hier sind viele. Personalausweis, Tätigkeitsbereits Krankenschwester, auf der Rückseite steht eine persönliche Code, die Nummer hat 434. Wenn wir irgendwo einen persönlichen Code brauchen oder einen Code brauchen, 434. Du mit so ein bisschen besser als kluge Zombies, ja definitiv. Wieso speicherst du? Ach, verdammte Kacke. Ach, verdammte Kacke. Ich habe Magnum. Ich mag mein Magnum. Schau die Magnum nicht so lang an. Vor allem nimm die Strohflinte. Bleibst du liegen? Ich mag Zombies, die liegen bleiben. Also bleib bitte liegen. Ich habe gesagt, ich mag Zombies, die liegen bleiben. Brave Zombies? Brave Zombies.
Hier ist noch ein Saft zum Trinken. Nehmen wir auch mit. Das war jetzt ein bisschen arg klar. Ja gut, das ist halt auch leider ein bisschen oldschool die Richtung. Du hast was Wichtiges, also müssen wir die Zombies am Halt hetzen. Okay, also jetzt kann quasi wieder alles überall sein. Mag ich nicht. Aber wir haben das Ventil. Ventil wissen wir, wo wir hin müssen damit. Ich denke, mal, es wieder hinfindet. Ich denke mal schon die ganze Zeit, da wurschtelt doch irgendwas. Okay, Magnum, gut. Halt mal. Als Reserve. Magnum als Reserve mag ich. Jetzt müssen wir im Keller runter, also wieder mit dem Aufzug fahren. Also, weil die bleiben hoffentlich tot da, ne? Ich mag ja Zombies, die tot bleiben. Der bleibt liegen. Bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher da. Sag mal, solange wir eine enge Stelle haben, haben wir einigermaßen um die Runden kommen. Ich sage jetzt mal, das ist ganz cool. Wenn es natürlich offener Bereich ist und ich irgendwie ähm, von mehreren Seiten kommen, dann ist scheiße. Was hat mich mit einer Arbeitskollegin mal nebenbei über einen Zombie-Film unterhalten? Arbeit im Kindergarten. Ah, okay. Unterhaltung ging etwa so. Also da waren ganz viele Zambajonen. Die wollten alle an die 2 Tafeln Schokolade auf dem Dach. Einer davon wäre fast runtergefallen. Ja, es glaube ich, dass es schwer ist. Ich würde sagen, hast du eine Kollegin noch? So, jetzt. 434 war der Code, den wir hoffentlich jetzt irgendwo dann brauchen. Einzig, was die Kinder aufgeschrieben haben, war natürlich Schokolade, ja, eh klar. Ich meine, was mache ich da? Ich muss den grünen Bereich reinbringen, ne? Ach so. Also, der pumpt aus dem ersten, der pumpt aus dem dritten, der pumpt aus dem zweiten. Der aus dem und der aus dem da. Alles klar, okay.
Ich sagen so, ne? Wie bekommen wir die Aufmerksamkeit? Ich würde einfach Schokolade oder Kekse rufen. Easy. Ach stimmt, die Sprinkleranlage war ja interessant. Oh mein Gott, ganz vergessen. Und dann fragen wir in den Garten. Da liegen so viele Zombies rum. Ich mag da nicht. Bist du tot? Bleibst du tot? Okay, im nächsten Raum kann ich mit Zombies einigermaßen umgehen, glaube ich. Weil er groß ist. Natürlich mit. Ja, komm. Mei, Arschlecken. Was soll das jetzt schon wieder? Wenn der Affe nicht rennt. Renn halt bitte. Hallo? Magst du mal. Geh weg von mir. Mein Gott, du Scheiß. Mist, Sicht, du Kreisligst. Was? Willst du wirklich Arschlecken? Nee, nehmen wirst du nicht. Das machen die Zombies schon. Das machen die Zombies schon. Holy mal, hab ich erschrocken, Katze neben mir ist jetzt auch wieder wach. Das war's gerade arschig, ja. Gut, da kann ich meine Pizza essen, das ratet. Alice, einen guten Appetit wünsche ich dir. Horrorspiele nicht trennen können, ich sehe Zusammenhänge. Ja, es ist mal jetzt normal tragisch. Er geht so, wenn ich quasi drauf, dann rennt er ja. Aber normal muss ich quasi den linken Bumper drücken, dann rennt er so. Das geht hier schon. Aber in dem Moment, wo der Zombie auf dich herdackelt, so, kriegt er Schiss und dann geht's nicht mehr. 8% ist nicht so viel. Bitte mal, was das nächste Mal bitte erschießen und nicht wegrennen, dann von hinten anfallen lassen. Okay, machen wir so. Wir sind jetzt wahrscheinlich eh gleich tot. Weil ihr eigentlich nichts mehr leben dürft. Gerade mache ich es mal zu. Du bist noch nicht tot, ne? Also, ich meine, gut, es hat hier Brand, okay, verstehe ich. Aber es wäre schon gut finster, lecco mio. Also, das ist schon. Aber habt so Tropfen stehen herum. Alles, alles andere ist verbrannt komplett. Nur die Tropfen stehen herum. Tust du zumindest in den Metallschrank rein oder sowas.
Munition. Wieso hat der gehupt? Ich hatte damit gerechnet, dass es hupt, aber ich dachte eher so, das geht jetzt dauerhaft los und Zombie-Massen über erinnern uns und ich bereue, dass ich mir mein Ding nicht genommen habe, mein Fruchtsaft. Mein Gott. Ja, Entbindungsstation, nice. Kinder in Horrorspielen, yay. Bitte keine Baby-Zombies. Oh. Nee, glaube ich, haben wir nicht. Kinderzombies gehen mal gar nicht. Ich glaube, speichert, oh mein Gott. Alter! Mein Gott, wir sind tot. Wären Zombies eigentlich fett? Es ist zu viel Menschen fressen. Ich meine, die sind ja nicht gerade sportlich unterwegs. Was ist das alles an? Was war da muss ich gerade Dr. Who, die kleinen Wenden Engel. Ach Gott, die Viecher, ne? Der da ist es, ne? Der steht auf. Also wir sind hier, okay, das passt. Können wir nur zwei, dreimal verrecken. Das ist wurscht. Wieso hat der jetzt gerade getroffen? Bestimmt werden die fett. Okay. Also in dem Spiel wird so erklärt, dass die quasi eigentlich so super Menschen theoretisch werden würden, brauchen nur so ein komisches Hormon, das quasi in dem bestimmten Bereich im Hirn natürlich produziert wird, logisch. Und so raus, weil sie das fressen, ist alles cool und sie kriegen sogar wieder Intelligenz zurück, anscheinend die Zombies. Also irgendwann natürlich nicht mehr, wenn sie mal endgültig über den Jahren sind. Aber ähm, es geht wohl der Zeit. Allerdings haben die, ich meine, der Ausbruch ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Der war so gestern, glaube ich. Also im Spiel. Von das schaut es irgendwie einfach, das passt zeitlich nicht ganz zusammen. Aber mein Gott, in was für einem Spiel macht das schon Sinn? Ich habe es als Video so reingeschrieben, aber gedacht, das ist ein, das darf man sich hier einfach wirklich keine Gedanken machen. Du meinst die Engel, die so zwinkern, wenn man die dann kommen, quasi, das meinst du? Also quasi, wenn man zwinkert, dass sie dann näher kommen, wenn man nicht hinschaut. Die Don't Blink-Dinger da. Hi. Okay, die bleibt dort. Also musst du nur schnell genug an genügend Hirne kommen und bist dann safe. Klingt doch super. Ja, du musst dauerhaft an Gehirne kommen. Oder du gibst du so synthetische Spritzen quasi, die sie irgendwie da hergerichtet haben, aber der hat anscheinend schon mehrfach nicht funktioniert. Dass du ab dem Zeitpunkt, wir haben einen Steinflex. Nimm die Flex. Nimm die Flex. Ich will die Flex. Was ist jetzt los?
Das ist komisch. Es erinnert mich an Dead Space. Twinkle, twinkle, little star. Ach Gott, ernsthaft. Das ist verarschig. Also, oh mein Gott. Ernsthaft? Spiel, macht es nicht. Wie geil. Singt der Twinkle Twinkle Little Star? Schon, ne? Wir sehen den Nachrichten, Alice. Ja, 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 schon. Was? Achso, nur wenn man das mal analysieren würde, Tobias fressen so viele sie können. Aber warum Tobias? Da wird Tobias aber nicht gelesen, ne? Aber wir haben keine Zombopanisch Asklorinnen sehen. Tobias? Es ist dezent dunkel. This. This is the place where I was born. Where it all started. Es ist quasi. Ich kann es so dunkler machen, wenn ihr mögt. Also der hat irgendwie Halluzinationen anscheinend auch. Und die kicken jetzt gerade, denke ich mal, gerade ein bisschen durch. So, das hat er wahrscheinlich die verschwommene Wahrnehmung ein bisschen. Vorteil, es ist kurzzeitig ziemlich hell. Das heißt, wir haben kurz Zeit, den Raum anzuschauen. Was ist das? Ich mag nicht, was da drin ist. Ich mag. Ui. Wie arschig. Wie arschig war das bitte jetzt? Er hat schon Zombies halluziniert, ja. Das ist das nächste. Hat er schon. Das sind die, die sich so rot auflösen. Die können uns aber trotzdem wehtun. Das ist das Gemeine dran. Wir dran leben hier, Schulze Base an der Leiter. Wenn du ein Superstar wirst, verlierst du deine Genitalien, aber du bekommst den Knackarsch. Hm.
What? Okay. Relax Room, alles klar. Das ist der Relax Room. Relax. Relaxst du? Ja. Okay. Der ist chillig jetzt. Was kann sein, kann auch nicht sein, aber unter der Decke bleibe ich erstmal. Ich liebe heute zum Einschlafen die Kerze. Finde ich ja. Ich mag die ja gern. Mein Inventar ist voll. Ich taste mich gerade an das Thema Horror ran. Das stimmt, ja. Mein Problem ist immer, ich kann nicht mehr einschlafen dabei. Ich kann aber nie bei einem Film einschlafen, das ist das Problem. Ich schaue mir den immer komplett an, denke mir, super, jetzt hast du den Mist trotzdem angeschaut. Etwas fröhlichsten Horror-Game, ja, das ist super. Bisschen Chicken Dance zum Stimmungsauflockern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn irgendwo ein vollgeschissener Windel liegt, bin ich raus. Gruselmusik. Ja, aber während ein Spiel ist immer schlecht. Habe ich schon gesagt, wenn wir mal schauen, so während. Okay. So während Zeichenstream, Ratschen etc. auf jeden Fall. Muss jetzt mal schauen, ich bin aktuell am Suchen, ob ich mir so ein Abo hole, eventuell für die Musik. Kostet auch wieder Geld. Ah, okay, warte ja. Mal schauen. Wieso chillt hier immer irgendwo einer? Ich dachte, ich kann in allen Dingen darauf zugreifen, in allen. Ah, doch, da.
sehe es gerade, also ich schlafe dann 2 Wochen schlecht und nur noch mit Licht und allen Katzen im Bett. Und ihr schlaft dabei ein. Nicht so tun, so wie relaxst du. Ich glaube, das ist ein bisschen. Was will niemand anschauen, da meine Neugierde an das Thema Horror geweckt hat? Nein, ganz bestimmt, ganz schaue ich niemand an. Was? Also so Horror-Let's Play schaue ich ab und an vor dem Schlafengehen. Ah, mag ich ja. Ich liebe Horror und es gibt keinen, wo ich sagen, der war heftig oder hart. Doc, it's me. Sorry, but your colleague didn't make it. Ah, das ist ja. I found him, but was too late to... Mr. Walker, don't dwell on useless chatter. Just check the status of the computer equipment in the room. Did Dr. Kimball complete his work? The screen for the terminal display... What? Listen, Doc. I am done playing your fucking dirty little games. All I've been doing this whole time is implicating myself in whatever the hell crimes you've committed here by erasing evidence. I do not take kindly to being blackmailed by weirdo fucks in puffy white coats, and I ain't your damn puppet! My role as your accomplice in this fucked up horror tale ends now. I'm heading your way, Doc. And when I get there, you'll do well to give me exactly what I risked my ass for in this godforsaken labyrinth. Er ist leicht crumpy, also er ist nur minimal sauer, sag ich jetzt mal. Also nicht viel, aber minimal. Was, bin da mal raus, seid mir alle zu hart. Nee, das wird schon, das täuscht. Hab bei einem Kumpel im Stream mal bei Outlast reingeschaut, habe ich auch schon gespielt. Muss nach 5 Minuten den Slip bewechseln und dann habe ich am Anfang auf Service umgestellt. Was? Habe einen Antrag auf einen Service umgestellt. Oh mein Gott. Also Outlast habe ich gar nicht so schlimm. Outlast war cool. Ich hätte jetzt gern tatsächlich. Brauchen wir Platz, ne? Am Kopf kann. Also, vor dem Einschlafen schaue ich ab, habe das hauptsächlich gemacht, um das eine Thema in meinen Albträumen mit Horror zu beschreiben. Hat aber nicht geklappt seit der Anfangszeit mag ich Horror mehr, weil ich davon keine Albträume bekomme. Am Popcorn rumknüppelt, danke, fein. Ach, der kommt frei. Mit haben wir jetzt hier alles? Der Typ, der sich quasi gerade befreit hat, bei dem hat das wohl so funktioniert. Der ist da noch ein bisschen mehr so Supersoldat wie Zombie aktuell. Ändert sich vermutlich noch. Tschüss. Okay. Kommen Sie ran, die Decke ist groß. Warten, bis wir alle drunter sitzen. Geht es? Ja, es geht. Nice. Was ist denn der? Bist nicht dran, wir sind alle hier, das stimmt, ja. Das Thema hatte hatte mit Godzilla als Kind den amerikanischen Godzilla aus 98 geschaut und hatte wochenlange Albträume. Und dann später sah ich die Filme aus Japan und hatte seitdem keine Angst mehr. Ah, okay, ja gut. Ich habe als Kind die alten Filme aus Japan immer sehr gerne gemacht. Ich fand die immer saumäßig lustig. Ich habe die geliebt als Kind.
Und den 98 habe ich damals cool gefunden, das stimmt. Das war aber eigentlich Horror, ich weiß nicht. Jeder empfindet Horror anders, brauchen wir nicht reden. Was für einen lustig ist für einen anderen wirklich krass. Von dem her würde ich da nie. Horror ist immer subjektiv, also ist immer, ja, subjektiv, glaube ich, kann man so sagen. Ausdauer wiederherstellen. Verliere ich Ausdauer? Die ersten Horror-Filme, sage ich jetzt mal, also oder Godzilla-Filme waren auch, sage ich jetzt mal, für in Japan, glaube ich, was ich mitgekriegt habe, damals auch relativ, ich sag mal, als Horror auch angeschaut, also oder angesehen. Ich habe, glaube ich, damals auch fluchtartig das Kino verlassen, mehrfach. Weißt du, was bis dato noch nicht gegeben hat, einfach muss man auch dazu sagen. Muss ich jetzt machen, da glaube ich ist Magnum nicht drin. Ein Hohlspitzgeschoss, okay, na gut, immerhin. 3 verschossen, 2 gekriegt. Don't come any closer. No! No! Doc? Dr. Atherton, what's wrong? Answer me! Fuck, fuck, fuck! Schimpfen mager. Romantische Filme sind gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist Gewohnheitssache, also Gewohnheitssache, sage ich jetzt mal. Das gleiche wie Horrorfilme ist auch Gewohnheit. Also, ja, kommt drauf an, sage ich jetzt mal. Also ich habe da kein Problem damit. Zum Thema The Grudge, Wuschelzwerg. Einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Der Dancing war für mich Horror, nachdem ich ihn, glaube ich, 8-mal gesehen habe innerhalb von 3 Wochen, weil meine damalige Freundin den geliebt hat ohne Ende. Mit Patrick Schwetzi. Hungry Eyes, ne? Hungry Eyes. Ich muss mir damals Titanic mit der Freundin anschauen, 2 Stunden warten, bis endlich mal das Boot versinkt. Beste Film war der Aufspann. Ich mag so Schnulzenzeug auch, aber nicht. Ich schaue Action oder mal was zum Lachen. Gerne Mystery oder Fantasy. Aber dann ist auch wieder rum. Okay, ja, ich mag eigentlich. Sag mal, so Romantik, also Liebeskomödie geht schon einmal, so ist es nicht. Oder auch so Schnulzenfilm kann man sich schon mal anschauen, das passt schon. Ich mag also Teenie-Zeugs und so Zeugs, ist alles okay. Lieblingsgenre Horror, ganz klar, logisch, aber alles andere ist auch. Kommt darauf an, wie es gemacht ist, sagen wir mal so.
Das Geile mit den Spielen. Ich mag eigentlich auch jede Richtung an Spiel. Muss nur passen. Was noch? In der Regel keinen Spaß mehr. Ich habe auch nur einen im Regal stehen, weil ich die Story drumherum mag. Der Sternwanderer. Der Sternenwanderer. Das sagt mir jetzt auch was. Ami-Komödien. Ja, es kommt darauf an, wo, was, also, ich sag mal, wenn du sowas meinst wie Scary Movie oder so Zeug, ja, weiß ich nicht. Bin jetzt auch nicht so. Hotshots finde ich geil. Der erste oder zweite. Top Secret war lustig. Nach der Kanone die ersten drei auch noch einigermaßen, weil die wirklich so blöd waren, dass alles spät war. Ja, Scary Movie war, naja. American Pie war, ja, damals. Du sollst dich fremdschämen bei dem Spiel, bei dem Film, sage ich mal, bei American Pie. Und mehr ist da gar nicht gegangen. Aber, also glaube ich, hätte ich gesagt. Ansonsten. American Pie finde ich schon gegangen. Zumindest der erste Mal, sage ich jetzt mal noch. Die restlichen. Nach der Kanone war cool. Also, nach der Kanone ist halt wirklich nur blöd. Also, das sind halt Filme, die einfach nur blöd sind und die auch, sagen wir so, okay sind in dem Bereich. Finde ich. Kleiner Moment. Da ist voll. Lea, Dankeschön. Aber bei mir geht alles. Vielleicht neu laden. Wuschelsberg, ich gehe jetzt eine rauchen, alleine draußen auf dem Dunkelbalkon mit nur ein bisschen Licht vom Fenster. Alles ganz normal. Sich in die Sofadecke einrollen, Taschenlampe mitnimmt. Aber bleib ein bisschen da, immer wieder mal. So nach und nach ein bisschen Horror. Ich spiele die Spiele eigentlich mehr lustig, sage ich jetzt mal, würde ich sagen. Ab und zu erschrecke ich mich dann auch mal. Kommt zwar selten vor, aber ab und zu kommt es vor. Du bist der Dr. Dude, oder wie? Du bist auch schon länger tot, ne? Der Dr. Dude. Beim Sternwanderer geht es um einen jungen Mann, der seine große Liebe ein verwunschenes Land fantasiert und der Sternschnuppe zu einer Menschenfrau wird. Okay, dann. Mein Inventar ist voll. Ich will den dann mitnehmen. Leichenhallenschlüssel, okay. Wir haben einen Leichenhallenschlüssel. Wo ist denn die Leichenhalle? Echt? Habe von Susi und Steffi gehört, dass es total verpackt ist und ich sehe auch bei anderen und die Sub-Badges nicht. Okay. Ach stimmt, hast recht, die Sub-Badges sind weg. Stimmt, hast recht. Ich sehe, dass du den Hype-Train hast. Ich sehe, dass du Moderator bist. Ich sehe die VIP-Dinger und die Bit-Zeichen. Habt recht. Prime-Zeug sehe ich. Twitch hat aktuell gerade Probleme anscheinend, was wir mitgekriegt haben. Die Sub-Badges sind aktuell weg. Anscheinend.
Habe mich Leo gerade aufmerksam gemacht drauf. Da haben anscheinend gerade ein bisschen Probleme, ja. Nee, das ist nicht weg. Das müsste schon gehen. Also die Dinger, die Logos gehen ja. Haben ich jetzt alle deabonniert. Also wenn das Abo vielleicht weg ist bei dir, Alice, weiß ich nicht, kann natürlich sein, aber ich glaube, du hast erst wieder erneuert. Kann natürlich sein, dass es wirklich ausgelaufen ist, versehentlich. Das kann natürlich wirklich sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber müsste es nachschauen, das weiß ich nicht. Aber normalerweise ist es wirklich nur gerade heute ein Problem anscheinend. Aber Lea, der Rest wird bei mir gehen, also ich kann es noch. Ich sehe es bei mir noch. Ja, dann passt. Tu mal ein Smiley rein, Alice. Tu mal irgendein Smiley rein. Also irgendein so ein Emoji von mir quasi, irgendein Emote. Das Hi-Emote zum Beispiel. Genau, passt. Geht, Alice. Das sind nicht weg, die werden bloß nicht angezeigt. Aktuell, warum auch immer. Darf ich das mal versuchen, von jemandem die Nachricht zu löschen? Hab den anderen gehört, dass das wohl auch nicht gehen soll. Manchmal wäre irgendwas schreiben, sowas wie lösch mich bitte, dass Lea was löschen kann. Ging, schön. Lea, hat funktioniert. Was Neues, ich kann sogar anzeigen, was du gelöscht hast. Okay. Also bei mir geht auch, also ich kann auch bannen, Timeouten, das geht bei mir auch alles. Das wird bei mir auch angezeigt. Ich sehe ja die Dinger, also ich sehe ja so alles. Das Einzige, was aktuell halt wirklich nicht anzeigt wird, sind die Sub-Dinger. Rainbow Venus wie die, hi, grüß dich, hallo. Steffi, wir grüßen dich. Was, du hast keine Emotes mehr? Aber bei allen anderen gehen sie. Lea. Bei Steffi gehen sie auch, siehst du, bei Ding haben sie funktioniert. Bei Alice, bei Haru, bei allen eigentlich. Muss es emotionslos schreiben. Wo renne ich gerade hin? Ich muss jetzt zum Aufzug runter, ne? Da müssen wir rein. Müssen wir da rein? Ja, müssen wir. Jetzt will ich mal nach Tutor kommen. Bei dir gehen die Emotes nicht mehr. Wuschelzwerg, willkommen zurück. Wieder da, eingefroren, aber in einem Stück. Ah ja, die Ding, du bist ja auch Sub, Wuschelzwerg. Und ich hab's, warte mal, das war erst auf einem bestimmten Punkt, warte mal, vielleicht kann ich scrollen. Ich hab's heute noch gesehen, die Subs wurden angezeigt. Anfangs zumindest, definitiv. Ich habe jetzt Zombies übrig, übrig, lassen, ne?
Nee, jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder da. Gerade kommen wir es wieder. Dance, dance, dance. Lad's mal neu. Ladet mal neu. Also ich sehe sie wieder. Bei Dingen, also ich sehe es jetzt von Wurscht. Ab dem Zeitpunkt H stimmt die Subzeichen, ab dem Zeitpunkt habe ich es wieder gesehen. Was bedeutet das Dreieck beim Wurscht? Das Ding, das ist ein Bit, genau, das Bits gespendet hat. Jetzt ist sie wieder da, genau. Lea, schau mal, ob bei dir die Dinger, bei dir die Emotes wieder gehen. Luna, gute Nacht, schlaf gut. Angezeigt wird, bei mir, was wird mir aber immer, dass ich dich nicht abonniert habe. Hast du aber, du hast den First Ding. Das würde nur die Emotes nicht gehen. Und du hättest das Zeichen ja nicht davor. Okay, jetzt geht langsam die Schrotflintenmunition aus. Das ist ungünstig. Ich mag Schrotflintenmunition. Ja, Alice, du bist. Doch, du bist Zap, definitiv. Lea, geht's bei dir jetzt? Genau, jetzt gehen sie wieder. Jetzt hat Lea wieder. Emotes. Das war zur Einbildung. Habt ihr gesehen? Es passt wieder. Okay, dann haben sie vielleicht gerade ein leichtes Serverproblem gehabt oder irgendwie sowas. Dann haben sie irgendwie gerade, ja, dass sie irgendwas aktualisiert haben. Vielleicht haben sie was Neues reinbracht. Zur Feier, weil wieder alles da ist. Emily, hi. Hey ho. Oi. Madud. Was gibt's, Emily? Hm? Wie geht's dir? Mies, was denn? What does it give? Um mal in perfektem Englisch zu reden, ne? Wir sind gerade auf so einem Valorant-Trip, okay. Was? Ich bin aber jetzt auch raus hier. Ich gehe noch ein bisschen in Minecraft weiterbauen. Viel Spaß auch. Gut Englisch, siehst ja. Wuschelzeug, machen wir jetzt auch definitiv wieder Minecraft. Ich habe das letzte Mal schon wieder gespielt. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag haben wir in Minecraft, glaube ich. Jetzt 18 kommt auf jeden Fall wieder was. Und viel Spaß, ja, danke dir. Bis demnächst, ja.
Bis demnächst. Wir sind in der Leichenhalle, ne? Wisst ihr das? Lebst du? Nö. Ist jetzt ein Valorant-Trip? Okay, also ich Who is this? Moment. No. This can't be happening. Not again. Okay, jetzt. Was meinst du, Emily? Also ihr seid quasi voll am. Also ich hab's nach wie vor bloß einmal in der Profi, der Profi, mein Gott, in der Trainingsrunde gespielt. Das war mein ganzes Valor bis jetzt. Defensiv Geisterbox, ja, auf jeden Fall. Die haben wir. Du magst Leichenhallen in Zombie spielen nicht? Oder in Horrorfilmen? Das ist schade. Das ist meistens das Chilligste dort, weil da sind eigentlich zu 99% immer tot. Und bleiben es oft auch. Hoffe ich zumindest. Okay. Keine Veränderung erkannt. Wir haben ein Audio. Was soll ich das auch beantworten? Ja, ob das, wie lange ihr da spielt oder was ihr da. Fingerabdrücke, Geisterbuch und Totz. Also wie das abläuft. Ich muss mal schauen. Vielleicht. Ich bin halt ein Valor-Depp, also ich habe halt wirklich keine Ahnung von dem Spiel. So ist mir bei Siege auch schon gegangen, bei Rainbow Six. Das ist mein Problem. Jeden Tag so ein paar Stunden. Wie gut bist du schon? League habe ich auch noch nicht gespielt. War nicht so meine Richtung. Ich mag die Story, ich mag die Charaktere. Ach, da Überbrückungskabel, ne? Das mag ich bei League sehr gern. Aber spielst du eigentlich noch das Zombie-Spiel vom Auf 7 Days irgendwas? Nee, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gespielt tatsächlich. Ich bin da nicht, ich kann mir da weiß nicht so regeln, weil mit denen, die ich gespielt habe, die sehe ich schon immer wieder mal oder höre es ja. Problem ist nur, dass die natürlich die auch weitergespielt haben, natürlich ganz klar. Und bei mir mit allem so, ich spiele ja alles kreuz und quer. Und aktuell natürlich in der Freizeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir natürlich schon, wenn ich Zeit habe, spiele ich aktuell ein bisschen Genshin, was mir eigentlich momentan einfach nur taugt, sage ich jetzt mal. Und alles andere versuche ich natürlich irgendwie im Stream zu machen. Jetzt ist immer so eine Sache, wenn ich stream, ich gehe nebenbei in Arbeit, bla bla,
dann geht mir natürlich irgendwann die Zeit aus, ist ganz klar. Von dem her, waren die dann quasi immer online, haben gebaut, haben fertig gemacht und bis ich dann wieder online gekommen bin, so nach einer Woche, ich sage jetzt mal, man hat dann wieder extrem viel gemacht, ich war dann ewig weit hinten dran, das war mir ein bisschen blöd. Geht mir in Minecraft das wahrscheinlich aktuell auch so. Ich weiß nicht, wie viel das Bernhard und Mighty aktuell bauen. Bernhard ist vielleicht gerade sogar da noch im Chat. Wobei von Bernhard weiß ich, was er macht. Kapitel 3. Also, was er bauen will, weiß ich. Und das ist wieder der Vorteil, da kann ich wieder schauen, was dann aktuell für, was sie ein bisschen gemacht haben, kann man ein bisschen rumschauen bei denen. Das ist so der geile Vorteil dran. Wer bist du? HQ. This is Raven. Do you copy? Over. Code 11. I say again, Code 11. This is emergency. Shit, the radio's out. With one disastrous move away from checkmate, an unexpected hand reached out. A forgotten player would make their triumphant return to the game. Ach, der ist Major's still alive. da durchgefallen. We can find a way to contact him. Der hat aus dem Hubschrauber rausgeschmissen, ne? Must be alive. What? Wie kann der noch leben? Okay, er ist doch ziemlich am Arsch. Und wir haben 11 Schuss. 40% Leben, okay. Das ist nicht so nice. Hello? Is anybody here? I'm a Hexacore pilot. I was in a crash. Anybody? Hello? Zeig ihnen halt den Personalausweis, komm, magst. Also, kurze, klare Antwort nochmal zum Zombie-Spiel aktuell nicht. Ich habe es noch installiert tatsächlich, ja. Aber werde ich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht dazukommen oder das aktuell weniger spielen. Wenn ich es irgendwie mag, mag ich jetzt definitiv wieder DBD spielen, vielleicht am Sonntag mit der Lea, mit denen, oder vielleicht einmal Invader Studios, das ist der Ding, das ist der Entwickler hier. Ach, wie nice. Mit dem Alien im Gesicht. Also, was wir aktuell haben, was ich schauen will, dass ich weitermache, ist, was jetzt gerade eben klar, Daimler. Nein, kein Problem, kein Problem. Jederzeit fragen, logisch. Daimler, wie gesagt, aktuell, ich bin bei Minecraft natürlich klar, wenn es irgendwie natürlich mal zusammengeht oder ich Lust dazu habe, wobei ich da wirklich Lust dazu brauche, ist Rainbow Six. Und jetzt vielleicht, sagen wir, mich würde auch sowas wie Valo mal interessieren mit Emily. Allgemein mit Emily mal wieder zocken, wäre cool. Haben wir schon lange gemacht. Mario Kart ist aktuell auch ein bisschen auf Eis gelegt, sage ich jetzt mal. Die Destruction Man. Face On, der heißt Face Off. Dependence Week, Independence Day. Dawn of a New Week for Humanity. Inland ist Outland. Death Horizon ist Deep Horizon hat der geheißen, ne? The Stone ist The Rock. Ach, das ist, Moment.
Was? Invader Stagio Protection. Invader Stagio. Invader Stagio Protection. Production. Ach so, Invader Studio Production. So ist genau. Also das Japanische drüber. Tony Hai. Invader Studio Production steckt quasi in die Japanisch drüber, also quasi von dem Studio. Aber Cassiator 2, das kenne ich jetzt gerade irgendwie nicht. Was es sein soll. Mehr so Easter Eggs Zeug hier. Mausnetzer 78. Okay, das war schon mal wert, dass wir zurückschauen haben. Magazin hätte ich gar nicht gesehen. Hier noch ein paar Plakate? Daymare. Death Horizon? Deep Horizon, glaube ich, der heißen. Ich bin mir gar nicht sicher. Event Horizon hat er geheißen. Event Horizon. Nicht Death. Event Horizon hat er geheißen, genau. Das war ein Horrorfilm, was um das, was haben sie gemacht quasi? Weiß ich nicht welche. Broken Ark. Das ist The Ritual, The Rite. Was ist das? Under the Broad Back. Der ist wirklich von 96. Das Ritual. Ich glaube schon. Ach, ist die Model von dem Spiel? Ach, cool. Das ist cool, sowas mag ich, wenn man dann in so im Invader-Studio quasi von den Entwicklern selber quasi drin, wenn sie es wirklich ein bisschen nachgebaut haben, das ist schon richtig cool. Die Soft, stirb langsam, also Die Hard. The Escaper. Das weiß ich gar nicht. Daymare, ist das Spiel okay? Wer das Studio ist. Ach, wie cool. Ist das echte Dinger hier? Das werden sie wirklich zeigen. Das wird wahrscheinlich wirklich das echte Studio sein, denke ich mal. Das ist ja richtig cool gemacht. Also das Typen wirklich, wie nice. Ja, safe sind das echte Bilder. Invader, ja. Ist das cool. So was fahre ich schon. KSM. Es schneit wieder und alles ist nicht weiß. Bei euch, also bei uns hat es heute Nachmittag ein bisschen geschneit. Aber Michael Jackson anscheinend. Aber ist nichts liegen geblieben aktuell. Da weiß ich gar nicht, wie er heißt. Broken. Mission Broken. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist das Ritual. I can't breathe. It's too much smoke. Stirb ich jetzt? Jesus. What happened here? What a mess. Flaschi. Sakamura, ach wie cool. Der könnte wieder aufstehen hier.
Ich sehe fast nichts, ne? Ihr Brenn bleibt liegen. Was ist los, Toni? Hm? Ah ja, jetzt, okay. Wage dich durch die Stadt. Oh mein Gott. Ist das bei euch in Hamburg schneidest? Die steht wahrscheinlich auf. Der vielleicht da. Okay, Moment einmal. Ich schau mal raus und nutze die Gelegenheit, um kurz auf Toilette zu gehen. Bin gleich wieder da. Dann kann ich sagen, ob es schneit. Es bleibt dann noch eine Stunde. Was ist los? Nö, bei uns schneit's nicht. Ampel Disco verpackt, okay. Ja, ja. Bei uns ist nix weiß. Überhaupt gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Toilette und Fenster gucken. Tu das normal, wenn kein Handy dabei ist. Lese ich es erst. Oh God. I hope this hasn't afflicted the entire town.
Ich habe es ab und an mal geschmeit, aber das mit dicken Flocken. Nee, bei uns heute Nachmittag einmal. Der steht auf. Weil ich da vorne bin wahrscheinlich irgendwann. Oder stehen beide auf, kann auch sein. Aber wie gesagt, der Schnee ist schon wieder weg. Aktuell nichts weiß. Er meldet aber eigentlich ein ganz, ich glaube, also zumindest bei uns hat er auch gesagt gehabt, dass er eigentlich schon sehr starke Schneegestöber und alles Mögliche meldet. Aber bis jetzt war nicht wirklich was davon gesehen. Das heißt, morgen ist viel Schnee da. Na gut, du bist im Allgäu, ne, Alice? Da schneit leichter. Vorarbeiterausweis, okay. 1200 Meter Höhe bist du. Ja gut, na, ich bin bei 330 oder sowas. Also bei mir ist es quasi nur ein Stück. Erst bei dir schneit, bis es bei mir ankommt, das dauert noch ein bisschen. So 2-3 Meter. Also hier ist deutlich offener alles. Ich schaue trotzdem kurz nicht, dass wir irgendwas liegen lassen haben, weil Munition ist cool hier. Also die brauchen wir. Die wäre echt nicht so unsexy, wenn wir die mitnehmen könnten. Die Munition. Ist der ganz. Ich glaube, wir haben ja eigentlich alles. Oben haben wir geschaut. Im Haus, da waren wir auch unterwegs. Nö, ich glaube, wir sind gut to go. Was gibt's im Sakamura? Family dinners just got more exciting. Okay, wieder meint. Help Shark. Der DeLorean. Ernsthaft, Outer Time, das ist... mein Gott. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt, kostenlose Umarmungen. Die brauche ich nicht, die Errungenschaft. Das ist halt wirklich der DeLorean von Zurück in die Zukunft, ne? Sogar mit dem gleichen Kennzeichen, Outer Time. California, doch. Das, ach, wie blöd. Haben die so viel Zeug hier reinpackt? Das war eine heiße Umarmung. Mit Feuer. Pauls Friends. Daymare Contest Winners. Missing. Alessandro De Angelis. Wahrscheinlich der Entwickler.
Oder einer der Entwickler. Das mit der DeLorean finde ich cool, von Zurück in die Zukunft. Dass der einfach mal da hinten steht. Die haben also doch einiges mit... was speicherst du? Okay. Der wird wahrscheinlich runterfallen, denke ich mal. Da liegt einer. Oh, der lebt noch. Kurz nachladen. So, wahrscheinlich brauchen wir es. Alter, ne. Okay, der bleibt tot, die steht am Lauf. Die ist zäh. Jetzt überlegt sie gleich, ob sie es doch noch mal hinlegt. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich denke, da hätte man sich jetzt Munition sparen können, wenn man einfach vorgerannt wäre oder hochgerannt wäre zu ihm. Vermute ich mal. Also das heißt, uns versäumen hier vielleicht irgendeinen... Death rides the forest. Also wenn meines Keller ist, okay. Wir versäumen hier vielleicht irgendein Welcome to the Real World. Irgendein Gag oder irgendein Audio Crunch, Crunch, Chew, 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 Even, Croc, Crocs, Morn, Sharks, Die Hard, was? Okay. Keep clear. Die Blind Side, eine satirische Untergrundseite, die in den Vororten von Kinside verbreitet wird. Die Ausgabe trägt den Titel Vertraut dem System nicht. Das System überwacht euch. Hi, lass uns Hai fangen gehen. Das wäre eigentlich Aufgabe von Toni, ne? Toni hat sämtliche Haie ausgerottet. Okay, es schaut so aus, wenn wir hin müssen. Fear and Loathing in Kinside, Fear and Loathing in Las Vegas hat es gegeben. Jawohl, genau. Jetzt würde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen restlichen Stream und später gute Nacht. Cat, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Gute Nacht. Schlaf gut. Ciao. Gute Nacht. Toni hat in Animal Crossing damals alle Haie ausgefischt. In ganz Animal Crossing hat es kein Hai mehr gegeben. Weil alle bei Toni am Haken gehängt sind.
Aber wo, Haru, warst du das? Hast du mal gemeint gehabt, dass was, ich verabschiede mich hiermit auch wieder. Schöne Nacht euch allen. Kasumi, danke dir auch ebenfalls. Gute Nacht, schlaf gut. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ja, Samuel, willst du mich verarschen? Was halten die aus, die Alte, ne? Kasumi, gute Nacht. Gute Nacht. Hast du gemeint gehabt, dass bei in Genshin das Angelsystem so blöd war? War das von deiner Seite? Hast du es gemeint gehabt? Ich habe es mehrfach ausprobiert. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht. Also täuscht mich jetzt. War das ja anders? Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das tatsächlich ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. Das funktioniert wenigstens. Ist es echt? Ich finde das mega angenehm. Ich finde, das funktioniert richtig gut tatsächlich. Also ernsthaft. Also meine ich wirklich so. Warte mal. Was trägt der Gudreck? Ja, also. Ähm. Gott, das Spiel hat sich gerade verabschiedet von mir. Jetzt. Du fluchst auf Twitch. Ich weiß nicht, was jetzt da gerade das Problem daran war tatsächlich, aber ich denke, der wiederholte Dreck war Twitch zu viel. Nee, aber ich finde nice. Endlich mal also wirklich endlich mal ein Spiel, wo es wirklich gut funktioniert. Ich kenne die Angeldinger immer zum Kotzen in anderen Spielen, also ich könnte da wirklich. Und hier funktioniert es tatsächlich echt gut. Also es ist schwer oder klappt es nicht wirklich? Oder wo ist das Problem bei dir dann? Das würde mich interessieren. Wenn ich mal in Animal Crossing immer lost und Ende mit Angeln, das war mir immer zu viel. Das habe ich immer nicht ganz. Warum? Also du magst Angeln in keinem Spiel, okay, ja gut. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Wahrscheinlich war das ja die Took less than a day to turn this town into a nightmare. Erwartungshaltung. This place will never be the same. Das war jetzt dumm. Jetzt habe ich daneben geschossen. Aber die bleibt liegen, nice, okay, also Headshot bringt schon was. Ist mir in Konzert, achso, okay. Ach, die schon wieder, ne.
Okay, jetzt hast du ziemlich schnell überstanden gehabt. Es schaut halt ja aus wie eine halbe Saison nach der Apokalypse, ne? Und das ist halt so einfach mal literally allerhöchstens gestern her. Okay, bleibt da tot. Also meine ich wirklich ernst. Also das ist, ich meine, der war bewusstlos. Wie lange war der bewusstlos? Vielleicht maximal einen Tag? War er nicht einmal. Da schaut sie so aus. Die mag ich nicht da. Oh nice, ich komme hier rein. Will ich hier rein? Das Titel hat das Kinside Herald. Die Schlagzeile bezieht sich auf eine Reihe von Verschwinden im Zinnoberwald. Es scheint, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um Verschwinden, das mit der Zeit eskalierte. Also die wollen wirklich da drauf raus, dass das schon ewig her ist. Aber eigentlich ist es wirklich erst gestern passiert. Ne? Das ist das Komische. Also da verstehe ich da komplett was falsch. Der ist doch gerade erst explodiert, der Hubschrauber. Okay, wir haben Schrotflinten-Munition, das ist nice. Heißt, wir kriegen Schrodi. Ich mag Schrodi. Ist hier Schrodi? Schrodi! Schaut nicht so aus. Nee, ich habe Schrodi gesagt. Schrodi. Schrodi für Schrotflinte. Schrodi. Aber klingt ähnlich, hast recht. Also gut. Schrotflinte hast du keine. Das ist belastend. Was? Ach, Audio-Kassette, okay, nice. Bist du tot? Bleibst du tot? Ich trau dir nicht so. Aber ich möchte diesen Speer nutzen für Thomas. Dafür müsste ich angeln. The Catch meinst du, der Fang, ne? Ich bin noch nicht allzu weit. Ich habe von den Goals, glaube ich, 10 und 10. Ich glaube, 20 braucht man. Und ich weiß gar nicht, ob ich so einen Kristallfisch habe, ich glaube ich einen. Oder zwei, ich weiß gar nicht genau. Den hat's gestülpt. Für wen ist der Speer alles gut? Thomas weiß ich und
Xiangling? Für sie auch, ich weiß gar nicht mehr. Oder Shenhe vielleicht, weiß ich nicht, ob der was taugt. Müsste mal schauen. Aber irgendwas zeigt das aktuell gerade nicht an, Haru. Die war zweimal, was? Ich hatte ja gesagt, komm zu Hayato, aber ich bin mit dem noch nicht mal. Ich hätte ja gesagt, komm zu Hayato. Aber ich bin noch nicht mal in Lie. Hayato. Der zweite Account meinst du? Ich habe übrigens noch irgendeine Einladung, also noch einen Benutzer drin, der mir eine Einladung geschickt hat, ne? Also Freundschaftsanfrage, wenn das wer war von euch, dann bitte mir sagen. Oder wenn es ein zweiter Account von irgendjemandem ist. Ich weiß was nicht, wie er heißt. Ganz habe ich aktuell in dem Kopf, muss ich ehrlich sagen. Genshin Impact, Alice. Der Wagen ist gut für Raiden, Rosaria, Thoma, Xiangling und Zhongli. Halt für die ihre Ult häufig nutzen. Ach, Zhongli ist auch ein Speer? Can't remember the last time I saw this court so empty. The kids used to practice out here religiously. Ein bisschen länger braucht dann. Ja, ist der, hättest du sehen müssen, als ich ihn genutzt hatte. Hast du ihn genutzt? Ich weiß es gar nicht. Oder wo hättest du ihn genutzt? Bei mir? Wenn ich weiß, dein Hauptaccount. Also ich weiß, dass du einen zweiten hast, das weiß ich ja. Das hast du schon mehrfach erwähnt gehabt da. Oh, der winkt und schaut ja mal wie schön. Hallo. Hallo, ich wink dir auch. Der steht wieder auf. Da kann man nicht durch, okay, verstehe ich. Aber dann habe ich dich ja schon hinzugefügt, ne? Aber ich habe den zweiten Account von dir schon bestätigt, oder? Das ist safe. Ich weiß gar nicht, was du mit. Vielleicht habe ich da nicht aufpasst, das kann sein. Achso, wie hätte ich es dann sehen sollen? Wie hätte ich es dann sehen sollen, Haru? Ja, gut, du kannst mir eine Anfrage schicken, oder? Keller. Alter. T.
Liegen bleiben. Mit Harui, genau, mit Harui warst du in meiner Welt, das weiß ich, ja, das weiß ich schon. Aber hast du dann, wie kannst du dann zu Hayato wechseln? Das verstehe ich so nicht ganz. Das war die Frage eigentlich. Ach so, mein Gott, jetzt komme ich mit. Ah, verstehe, wir reden aneinander vorbei. Haru, jetzt. Ich war auf dem zweiten Account, dass du mit dem zweiten Account bei mir warst. Das habe ich gefragt gehabt, jetzt. Und du warst noch bei der Frage von mir, ob Zhongli Speerkämpfer ist. Jetzt. Jetzt sind wir beieinander. Ja, klar, 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 klar. Wir haben jetzt quasi aneinander vorbeigeredet. Be afraid, be very afraid. Be short is the key. The metacortex has you. Aber warum, was ich immer noch ganz verstehe, warum ich. Achso, nee. Ich war noch mit meinem zweiten Account bei dir. Ja, genau, das meinte ich. Aber wieso hättest du mit Hayato. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was denn mit Hayato zu tun hat mit der Catch, also mit der Fang. Möchtest du nicht angeln für Thomas oder was meinst du? Oder wo war das Problem jetzt? Das hast du noch nicht ganz verstanden. Du hast sie aufgehängt. Hier kriegen wir eine Schuflite, ne? Auf jeden Fall. Safe kriegen wir hier eine. Hier ist Munition. Damn it, Joe. You were a good friend. I wish I could have. Genau, erkennt. Es fällt mir schwer, etwas niederzuschreiben, vor allem, weil ich weiß, dass es das Letzte ist, was ich jemals aufschreiben werde. In Wahrheit habe ich nicht viel zu sagen. Nach keiner Familie, aber ich bin der ich etwas hinterlassen müsste. Mein ganzes Leben lang habe ich nur einer Sache mit meiner großen Leidenschaft für Feuerwaffen. Sie hat es mir ermöglicht, ein Imperium aufzubauen und ich möchte diese Leidenschaft mit allen teilen, die diese Zeilen lesen. 30 Jahre sind vergangen, seit mein Partner Robert Dillon und ich in der Stadt unseren ersten Laden eröffnet haben. Es folgte ein zweiter, ein dritter und noch viele weitere. Kurz gesagt konnte D&D Firearms sich als Symbol der Zuverlässigkeit und Perfektion etablieren. Am Ende kannte ich jeden Jäger, jeden Fischer und jeden Waffennahen in Kindheit und das hat mich sehr glücklich gemacht. Wenn es einen Abzug hat, kannst du es bei uns bekommen. Das war bereits unser Motto, als wir unseren ersten winzigen Laden der Hudson Street eröffnet haben. Wie ich die Tage vermisse, jede Waffe erschien mir wie mein eigenes Kind. Ja, Waffen, ich dachte immer, dass eine geladene Waffe jedes Problem lösen kann, aber heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Heute habe ich sie alle in den Bürger ausgegeben, die zu mir kamen und mich darum angebettelt haben, um sich mit ihrer Hilfe vor diesen fürchterlichen Monstern schützen zu können. Erst später habe ich erkannt, dass diese verdammten Dinger nichts anderes sind als die Kunden, die ich die letzten 30 Jahre lang bedient habe. Ich bin nun bereits seit Stunden hier eingeschlossen, um ihnen aus dem Weg zu gehen, und doch quälen sie mich immer noch. Selbst jetzt kann ich sie hören, draußen vor dem Laden und in meinem Kopf. Ich will einfach nur, dass sie aufhören zu schreien und dass sie mich verdammt nochmal in Ruhe lassen. Meine letzten Gebete gelten dir und deiner Familie, Rob. Ich werde unsere Schuld noch einen weiteren Tag draußen lassen, als Funken Hoffnung für jene, die noch nach einem sicheren Versteck suchen. Wer auch immer diese Notiz finden mag, ich vermachte meine Schrotflinte, die immer hat D&D geöffnet. Und was mich betrifft, ich habe genug Abzüge gezogen. Ich will keine weiteren Leben mehr beenden. Nicht einmal mein eigenes. Außerdem werde ich sowieso viel lieber oben am Bear River zum Angeln. Lebt wohl. Ciao. Ciao, Dutch. I should take this with me. Ich mag Angeln nicht, aber um so Catch zu verfeinern, muss ich Fische fangen und verfeinern. Und gegen verfeinern das ist die komische Sake-Box, ne? Da habe ich null Bock und das mit Hayato. Du hättest in Hayatos Welt gekonnt, da erst Abenteuerrang 21 ist. Ach so. Und
die hättest dort angeln können. Achso, ich kann aber mir auch angeln, so ist es nicht. Das passt ja. Ich hätte dann zu dir kommen können, ist klar. Ich verstehe schon. Wäre ich, würde ich ja gern, so ist es nicht. Man kann bloß so und so viele Fische angeln am Tag, ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Die Dinger sind irgendwann leer. Ähm. Hier liegt alles voller Munition. Nimm die mit! So viel wie es tragen kannst, ne? Was willst du von mir? Muss alles grün machen? Ich habe ehrlich zu sein Heirat nur kreiert, damit ich schneller an den Blumenerz etc. zu kommen. Ach, dass du quasi dort, dass du zu ihr reist und dann, oder zu ihm reist quasi und dann dort die Sachen machen kannst, oder wie? Deswegen. Das ist so, genau, okay, das geht auch. Ich bin gerade voll erschrocken, dachte gerade, warum es so hell draußen ist, obwohl ich voll verpasst habe, bis ich gemerkt habe, das sind die Skilifte, die Lichter anhaben. Ach, stimmt, es ist nice. Bin ich jetzt so blöd, das wieder umzudrehen? Ach, aus muss sein, jetzt okay. Was denkst du, wie so schnell Euler und Jean leveln konnte? Die beiden brachen Löwenzahn zusammen und Hayata war eine große Hilfe. Für seine ältere Schwester. Ach, stimmt, Harui und Hayata, das sind ja die gleichen Namen wie auf deiner Insel, ne? Stimmt, ja, die namenlose Kaiser, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. I. Zwillinge Harui und Hayata, ah ja. Ich erinnere mich.
Das ist das Quietschen. Ich muss die beiden immer, wenn ich einen weiblichen oder männlichen Charakter spiele. Ah, okay. Da ist er. Aber was, es weiß einfach nur eine gewisse Zahl, eine gewisse Menge gibt quasi an, ich sage jetzt einfach mal eben Löwenzahnsamen in der Welt, an Erze in der Welt, so Zeug. Und durch das quasi hast du das hergenommen, um einfach schneller zu leveln oder die Sachen einfach schneller zu sammeln. Weil ich zum Beispiel bei dir auch sammeln kann. Okay, verstehe ich. Aber ich kann jetzt hier nirgends auf das Zeug zugreifen, ne? Das belastet mich jetzt ein bisschen. Das heißt, man kann von allen von diesen Geheimräumen kann man irgendwie auf das Inventar zugreifen, was geheißen. Das schaut irgendwie nicht so aus. 24 bis 72 Stunden, bis das wieder resettet. Ja, Wolfhaken, Seidenblumen, so Zeug habe ich. Ja, verstehe ich. Das Problem hatte ich auch schon. Oh mein Gott, das ist ein Ding, ne? Wenn die Warner schon. Hast du irgendwas? Ich sehe aktuelle Dinge nicht bei dir, von dir, die Emotes. Ich sehe bloß so ein kleines Viereck. Muss ich da mal neu laden vielleicht? Nee, passt. Sind Smileys. Am Browser sehe ich's. Nur im OBS sehe ich's nicht. Vergiss. Haut hin. Geht einmal frei. War mein Fehler. Okay, da ist einer drin. Ja, ich bin auch die Einzige, die das mag. Schaut aus wie von Man in Black. Lachendes Smiley mit Tränen. Ja, genau, ich habe es gerade gesehen, dass das geht irgendwie anscheinend nicht, also zumindest in OBS-Haus anscheinend nicht hin. Tot bleiben? Länger leben? Tot bleiben, habe ich gesagt. Dafür kann man, wenn man alt genug ist, da wohnen, wo man das liebt und wo das Herz sagt, dass es Heimat hat. Das stimmt. Das ist richtig. Kasumi und ich halten uns auch gegenseitig mit dem Sammeln, helfen uns auch gegenseitig mit dem Sammeln. Was brauchte ich und Kasumi nicht, durfte ich in dessen Welt und es sammeln. Ah, okay. Ja, ich meine, das ist immer so eine Sache, man kann ja generell alles sammeln.
Wasser ist Leben, Wasser ist Tod, trinkt das nicht. Die Ausgabe befasst sich mit Experimenten, die Hexagon Bionic in Wasserabbereitungssystem von Kindheit durchgeführt haben soll. Okay. Wenn die Samen zum Beispiel die komischen Löwen zusammen, wie du sagst, oder die Seidenblumen, das Zeug, ist ja ganz normal, ganz klar, braucht man. Aber ich bin aktuell, man kann sie immer sammeln, logisch, aber ob ich es jetzt davor habe oder danach, wenn es jemand dringender braucht, weil er jetzt Charakter XY leveln will, dann soll er es haben, nicht derweil. Denke ich mir. Mir fehlt es dann an den ganzen Dingen, an den Standardsachen wie, hier ist die Blind Side, ne? Also ich gehe jetzt aktuell einmal da gerade rein, mach auf, suche mir die, also ich habe jetzt Razors Waffe habe ich jetzt auf 80 und Hutaus Waffe habe ich auf 80, genau. Babsi kann ich nicht leveln, weil ich den Okanoiden oder wie sie heißt, nicht kann. Die müsste ich x-mal machen. Was ist denn da hier alles denn, ne? Untergrundlabor? Ach, hier ist so Ding jetzt. Hier haben wir sowas. Nice. Ach, aber ich habe mit ihm sein eigenes Lager. Das ist arschig. Das müsste ich auch machen für Shang-Chi, aber... für Shinshu heißt er. Shinshu, genau. Für Shinshu. Aber es ist mir nicht wert. Ja, ich habe mir jetzt aktuell, wie gesagt, ausgesucht Hutao, Rosaria, Razor und Barbara. Die 3 level ich jetzt einfach mal. Fertig. Und wenn ich die dann habe, auf einem Niveau, wo ich sage, ja, das passt mir, dann ist es okay. Dann mache ich vielleicht den nächsten Mal. Irgendwann wird dann Ito kommen, definitiv. Ich will nicht allzu viel Story machen, weil ich es eigentlich gern streamen würde. Andererseits kriegst du mit Story am meisten EP. Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, Abenteuerrang 41,5, also 41,5 oder irgendwie sowas, ganz grob. Aber nur durch die täglichen Missionen und das ganze Zeug, was man einfach ein bisschen rumkrallt. Ich bin in Fall aktuell wirklich nur reinschaue, mache die Dailies, kurz die 4 und schaue, dass ich vielleicht 2, 3 oder 3 oder 4 so Dinger mache für Talente oder Waffenverbesserungen, hau dann mal verbessertes Harz rein, mehr Gutes und wandle die 160 Monde in wieder verbessertes Harz um. So mache ich es aktuell. Das geht schnell. Ich habe gleichzeitig die Mission verbraucht mindestens 150 Harz. Kriegt die Ding für für den Erlebnispass quasi die Punkte, dass ich die Dailies gemacht habe und dass ich mich eingeloggt habe. Mache dann die Erkundungen quasi. Durch das kriege ich ja die gleichzeitige Belohnung mit den Erzen, was ganz nice ist. Und das war's. Sobald du merkst, dass du lange... Ja, na klar. Ich meine, das sind jetzt aktuell die ich als erster mache, habe ich meinen Kopf quasi. Langeweile habe ich, glaube ich, nicht. Das ist... Existiert bei mir, glaube ich, sowas nicht.
Das habe ich viel zu viel Zeug. Enemies Pass bin ich aktuell auf, also ist das der erste, den ich gekauft habe, ich glaube, ich bin jetzt auf Stufe 20. Aktuell. Ich habe mir gedacht, ich hole mir einfach mal, weil immer die Waffe ist nice und das ist ganz lustig. Da wirklich, man kriegt da wirklich gutes Zeug. Also ich glaube, der ist schon wert. Den Mondsegen habe ich aktuell auch geholt gehabt. Darum ist das tägliche Einloggen auch ganz brav, weil ich da von Hause aus schon mal 90 Urgestein kriege. Also ja. Aber es ist meistens Viertelstunde bis eine Viertel die 15 bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal, bis mit dem Standardzeug ein bisschen beschäftigt. Das war's. Und dann gehst du eigentlich wieder, dann kann man eigentlich theoretisch wieder ausmachen, wenn man will. Oder ich spiele mich ewig lang und renn rum und suche Zeug und was ich was alles. Mache ein paar Seelis und. Das passiert nicht, ja. Das geht aktuell ganz gut, glaube ich, ne? Apotheke war der Ding, war der Kasten, okay. Aber wo müssen wir hin? Ist die Frage. Hier waren wir schon überall. Mit auf Abenteuer haben wir halt nicht viel zu tun, als zu erkunden und dadurch bekommt man nach. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Das habe ich mir im aktuell. Ich mache immer wieder mal was, wenn ich zufällig was sehe und ich gerade Lust habe, dann mache ich wieder mal irgendwie so Seele oder Zeug. Aber das heben wir aktuell ein bisschen auf tatsächlich. Einfach genau für den Bereich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt auch, ich schalte also Legendenaufträge nach und nach frei, mache sie aber noch nicht. Zumindest nicht alle, bloß einmal immer wieder mal einen, weil alle 2 Tage kriegst du einen Schlüssel, dann kannst du irgendwas freischalten, wenn du die Dailies magst. Du das kriegst auch gut Zeug. Also ich muss sagen, vom Prinzip her ist schon ganz fair gemacht. Ich meine, ich haue fast jeden Tag 2 oder 3 Gebete raus. Weil du durch den Mondpass quasi 90, aber aktuell war nichts dabei, sonst hätte ich schon post. Durch den Mondpass irgendwie 90, oh mein Gott, 90 Urgestein kriegst und so dann einmal wieder. Und durch die ganzen Dinger, durch die ganzen Dailies natürlich auch jeden Tag wieder. Crap. Okay, explodieren tut weh. Ich wurde gerade von meinem Mann nach 13 Jahren ins Bett geschickt. Was, du wirst von deinem Mann nach 13 Jahren ins Bett geschickt? Das muss man jetzt erklären.
Um 9? Wieso das? Wenn ich weiß, wie alt du bist. Aus dem Alter bist du eigentlich gut raus. Ich habe den Miet schon mal ins Bett geschickt, das stimmt allerdings. Ich werde heute nicht so lang machen. Ausnahmsweise mal. Zu der Verteidigung, ich bin etwas rumgetaumelt. Ich bin Phoebe nachgelaufen, gestolpert, weil sie mir etwas geklaut hat. Dort bin ich etwas sehr zur Seite durch meinen Schwindel. Ah, okay, gut. Also das Bett, sondern einfach nur geh ins Bett und leg dich hin, so nach dem Motto. So, Rätsel, Leute. Jetzt müsst ihr mir helfen. Eine Tafel zu Ehren der Entzählung der nördlichen Truppen unter der Führung von Colin Spencer Crackhorn. Der Crackhorn, okay. Wir haben hier Rätsel. Das Ding können wir drehen, oder wie am Boden, oder was? Okay, die Dinger, die können wir am Boden kommen. Wir haben eine. Ach, hier gibt es mehr. The Beer River. Hier ist der Hirsch oder das Reh. Ich soll liegen, aber es war Phoebes Schuld. Schau zur Seite, sie will mich ärgern. Böse Katze. Also das Rot will eigentlich der Tier. Hier haben wir For Vermilion. For Vermilion, das sagt mir jetzt an, aber was. Und hier haben wir das mit dem Ding, mit dem Colonel Spencer Entzündung. Okay. Was haben wir hier alles? Wir haben ist es überall das gleiche auf den Dingern? Wir haben Fischen, Goldgraben, Versenden, Holzhacken, Äpfel ernten, Jagen. Okay. Jetzt muss ich irgendwie rauskriegen, was ist, oder wie? Das hier ist Zweibezeug. Okay, es sind überall dieselben Sachen, denke ich mal. Und hier eine alte Karte von Keenside, auf der ein Bereich markiert wurde, der ursprünglich Fort Vermilion hieß. Genau, jetzt. Der Gründer von Keenside, die Liebe für seine Stadt, war von dem Verlegen des Grundsteins bis zur Übergabe an seinen Nachfolger ungebrochen. Wir feiern aus folgenden Gründen. In einem Flussbett im Westen wurde eine reiche Goldader entdeckt. Westen ist Gold. Unsere leidenschaftlichen Jäger im Norden haben uns zu den gefragtesten Händlern der... Okay, also Norden ist... Moment. Also Westen ist Gold, Norden ist Jagd. Die großen saftigen Äpfel sind östlich der Stadt. Ist quasi sind Äpfel. Tourismus, Fähre im Süden. Süden ist Fähre. Also wahrscheinlich Transport. Sein Geist wird für immer in diesem Tal ruhen, das seit jeher das Herz unserer Gemeinschaft war. Okay, quasi in der Mitte dann quasi er. Flussbett im Westen. Ach, da sind sogar Dinger drauf, okay. Also, weil ich weiß nicht gewusst, ob es so oder so gehört dann, okay. Ne, Westen ist dann da, okay. Also, was quasi von oben anschaut, das war jetzt mal was quasi von hier oben runter anschaut. Quasi, wenn man da vorne steht, so haben wir doch gehabt.
da in der Mitte da steht, aber das ist wahrscheinlich bloß eine Brücke. Okay, also im Westen ist hier dieses Flussbeet, ne? Ne, das war Vermillion. Das war oben. Das Flussbeet. Aber Norden war York, das wäre dann oben. Jetzt wären wir hier im Süden, ne? Aber Wild wird wahrscheinlich York sein, denke ich mal. Das ist wahrscheinlich das Flussbeet. Da war dann golden, ne? Gold. Das war jetzt woanders. Westen. Ja, da drüben. Doch so? Norden, Westen? Was doch so anschaut? Erzählung der nördlichen Truppen. Die nördlichen Truppen war Jagd eigentlich, ja, aber östlich waren die Äpfel. Was war das? Das war das Fort Vermillion. Hä? Warte mal. Was keine Ahnung, ob ich es erwähnt habe, aber die zwei Charaktere, die ich sehr gern möchte, sollen 2,6 kommen. Ich sehe meinen Geldbeutel bluten, obwohl ich bin jetzt schon bei 40 Wünschen für Eier. Kann mal schauen, wie viel ich haben werde, wenn Ganyu und Zhongli weg sind. Was, Ganyu und Zhongli? Gibt es Ayaka? Ayaka gibt es ja noch gar nicht, ne? Oder Ganyu und Zhongli, die kriegt es aktuell nicht. Oder täusche ich mich jetzt? Wie meinst du das? Oder kommen die beide in die kommen beide in 2,6, ne? Ich glaube, das letztes Jahr im März. Wer kommt? Ganyu und Zhongli, oder wer kommt denn jetzt? Ganyu und Zhongli kommen in wenigen Count, die skippe ich, okay. Ja, Ganyu hätte ich schon gern irgendwo. Ich hau aktuell die Wünsche einfach raus. Ich hau die Wünsche aktuell auf dem Eventbanner von Schau raus. Schau. Einfach nur so, man dachte vielleicht Griechen. Und oder dann, wenn es andere sind, quasi auf den Standardbanner, je nachdem. Ah ja, kann der Bruder 2,6 einmal schauen. Ich brauche auch nicht alle. Ayaka ist cool, ja, aber ich muss aber schauen, dass meine anderen, dass ich mal ein grobes Team auf die Reihe kriege, das überhaupt mal irgendwie brauchbar ist. Und dann können wir weiterreden. Ganyu hätte ich gern, weil es Bogenschützin ist. Fischl habe ich mir übrigens geholt auch. Also die Dinge, also die Punkte. Ich verstehe es nicht ganz. The Beer River. Ein Tafelziel eines Beer Rivers, der durch den gesamten Bundesstaat fließt. Das ist dann Goldgraben, ne? Oder Fishing, aber ich glaube eher. Aber das wäre dann eigentlich Osten. Östlich wären eigentlich die Apfelbaum-Dinger. Oder geht es gar nicht um die. Machen wir mal ganz stupide die Dinger. Wie es dort stehen, dann wäre quasi im Süden die Fähre hier. Hätte ich schon gerne. Ja, neues Fischl werde ich noch Razer bauen. Da muss ich dann die Elektrohypostase machen. Die brauche ich aktuell für Razer auch.
Das war dann Westen, war dann Gold. Zhongli wäre schon irgendwie cool. Aber immer mal schauen. Also ich hätte das Schau gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind alle cool. Aber ich ziehe die Dinger. Ich mache aktuell mehr oder weniger, so kann man sagen, pitiful, wenn man so will. Wenn ich dann Schau kriege, dann ist auch okay. Habe ich kein Problem damit. Wenn ich jemand anderen kriege, ist es auch wurscht. Also ich bin noch nicht wählerisch aktuell. Das war jetzt Norden, nicht? Das war dann die Jagd. Ich gehe mal fest davon aus, das ist falsch. Also funktioniert das definitiv nicht. Das ist einfach stur aus Sicht von dem Kompass. So haut es nicht hin. Du bist bald wählerisch oder zu den Bällen. Nee, ich habe noch kein Geld nicht drin bis jetzt. Ich habe ja eigentlich so viel. Ich habe Hutao, ich habe Ito und ich habe Shenhe. Shenhe baue ich aktuell gar nicht und Ito liegt irgendwie bei 40 rum. Einfach weil man denkt, ich habe jetzt einmal auf 4 versteift und das war's. Eine alte Karte von Kindheit, auf der ein Bereich markiert. Nochmal. Flussbett im Westen von der Stadt. Aber man sieht dann nirgends, wo das Flussbett ist. Am besten wäre halt links. Das ist das Komische. Also nochmal. Machen wir mal so. Flussbett ist dann einfach Golddingen. Der Tier, denke ich mal, wird dann einfach die Augen sein, denke ich. Vor Vermillion, was soll denn vor Vermillion sein? Das verstehe ich noch überhaupt nicht. Östlich der Stadt waren das die Äpfel. Muss wohl sein, wenn westlich das Flussbett war. Da drüben. Da müssen das hier die Äpfeldinger sein. Vor Vermillion. Da müsste aber hier oben die Pferde sein, ne? Das sind die nördlichen Truppen. Ich verstehe nicht, auf was ich genau aufpassen muss, ich sagen. Ich meine, also nach dem Kompass rein kann es nicht gehen. Oder ist das Ausschlussverfahren? Ich meine, Norden wäre quasi jetzt oben. In dem Fall ist es ein normaler Kompass. Das wäre quasi dort oben, das wäre dann leidenschaftlichen Jäger. Östlich der Stadt ist ja dann da. Westlich wäre dann da, die Goldader. Süden wäre unten, also hinter uns quasi. Sein Geist wird für immer in diesem Tal ruhen, dass Ardea das Herz unserer Gemeinschaft war. Vor Vermillion. Oder Tal. Was für ein Tal? Vom Hirsch steht da nichts. Jagen? Keine Ahnung. Ich verstehe es aktuell gar nicht. Vor Vermillion ist der alte Bereich. Aber gehören die Tafeln gar nicht dazu? Mein Woodcutting und Fishing haben wir gar nicht erwähnt.
Es sind aber nur 4, ne? Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist genau mein Problem, Toni. Wir können es mal durchgehen. Wir haben, also rein kompassmäßig, wir haben oben Norden, hier wäre dann Osten. Das heißt The Bear River, also der Bärfluss, übersetzt einfach nur, ganz klar, ist wurscht. Und hier haben wir quasi immer die gleichen Sachen. Fischen, Goldgraben, also Shipping, also einfach wahrscheinlich liefern oder ausliefern. Dann Holzfällen, Apfel und Jagen. Da haben wir allen. Hier haben wir Rotwild, der Tier oder die Hirsche, sage ich jetzt mal, oder Ding. Ist hier. Hier ist Fort Vermilion. Hier. Also im Westen dann quasi. Und hier im Norden von der Sicht aus hier heißt, ist dann sind die Truppen mit dem Colonel. Crackhorn, ne? Name allein schon. Und dann gäbe es hier das anschauen. Also ein großes A drauf. Okay, in der Back wahrscheinlich. Und hier haben wir eine Karte. Ganz im Norden ist Fort Vermilion. Im Osten, man sieht es nicht, was es sein soll. Keine Ahnung, was das für der Rest ist. Einfach nur, Fort Vermilion ist einfach im Norden angemalt. Okay. Eine alte Karte von Keen Zeit, auf der ein Bereich markiert wurde, der ursprünglich Fort Vermilion hieß. Okay. Muss ich lesen. Vor 1829 bis 1887 hat er gelebt. Der Gründer von Chienzeit, die Liebe für seine Stadt, war von der Verlegung des Grundsteins bis zur Übergabe an seine Nachfolger ungebrochen. Wir feiern aus folgenden Gründen. In einem Flussbeet im Westen wurde eine reiche Goldader entdeckt. Flussbeet hatten wir aber im Osten. Unsere leidenschaftlichen Jäger im Norden haben uns zu den gefragtesten Händlern für Tierhäute und Felle gemacht. Okay, Jäger im Norden haben wir aber im Süden die das Ding, das Rotwild quasi, sag ich jetzt mal. Die großen saftigen Äpfel, die zur Herstellung des süßen Apfelweins verwendet werden, wurden östlich der Stadt angebaut und verarbeitet. Östlich der Stadt wäre aber drüben quasi. Das wäre wieder westlich. Tourismus, die Handelsrouten, die aufgrund der Fähre im Süden entstanden sind, haben wir für Wohlstand geführt. Okay, im Süden haben wir im Norden. Der Geist wird für immer in diesem Tal ruhen, der seit jeher das Herz der Gemeinschaft war. Ich hab's schon umdreht, das ist mein Problem. Das dachte ich mir auch und hab's umdreht. Ich habe aufgeschrieben, Westen Gold, Norden Jagd, Ostäpfel, Südfähre. Also wäre jetzt quasi, wir sind jetzt im Süden, dann wäre es quasi die Jagd. Handen haben wir gemacht. Das ist dann quasi unser Westen, auch wenn es unser Osten, auch wenn es der Westen ist. Im Westen quasi. Also eigentlich wäre im Osten wären die Äpfel, also sind sie jetzt im Westen. Im Westen wäre es eigentlich das Gold. Also ist es jetzt im Osten. Also haben wir hier Gold gemacht, Golddigging im Osten, weil es ja normal im Westen ist. Und im Süden, das ist ja hier oben. Also Süden wäre eigentlich da unten, aber das ist jetzt unser Süden, sage ich jetzt mal, der Norden. Da wäre dann quasi die Fähre. Haben wir auch gemacht. Vor Dingsbus müsste Norden sein, laut Karte, oder? Genau, richtig. Ach so, so meinst du. Ah, mein Gott, jetzt, okay, Entschuldigung, hast recht. Wenn das hier nur, okay, ich kapier's. Ich hab's kapiert. Okay. Da ist das hier oben Osten. Da ist
das ist der Süden. Und dann ist das hier der Westen. Okay, ja. Toni hat es rauskriegt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mit dem Fort Kinder anfangen soll. Fort Vermillion, weil es da angesagt hat. Überhaupt, also das hätte jetzt, da bin ich jetzt am Schlauch gestanden. Mit Umdrehen war es mir schon klar, aber ich habe es eben anders umdreht gehabt, ich habe es gespiegelt. Deswegen ist es auch rot markiert. Alles klar. Tony Bam, ja. Bam, bam, bam. Der Weg zur Hauptstadt bleibt lange und gefährlich, da Raven die unaussprechlichen Schrecken im Stadtzentrum von Kinside überlebt hat, weiß er, dass die labyrinthhaftigen Tunnel des städtischen Wassersystems seine beste Fluchtmöglichkeit und letzte Hoffnung sind, den Major zu finden. Dennoch kann der Captain nur beten, dass der Untergrund noch nicht von den gleichen scheußlichen Monstern überrannt wurde, die die Straßen darüber heimsuchen. Ich hoffe mal nicht. Hier ist es mega chill, hier ist gar nichts. Außer Einhörner und Glücksbärchen. Ne? Und so müsst ihr uns eh kauen. Ach Gott. Brief von Duck. Du sollst in der verdammten Hölle schmoren, Duck McReady? Wenn ich den Rest meines Lebens alleine verbringen wollte, hätte ich einen Nachtwächter geheiratet oder einen Arzt, meinetwegen einen Feuerwehrmann, aber nein, ich muss einen verdammten Verlierer heiraten, der zu allem Überfluss auch noch Kanalarbeiter ist. Sind du deine Freunde wirklich so jämmerlich, dass ihr nicht einmal ein undichtes Rohr reparieren könnt? Du bist seit einer Woche nicht mehr zu Hause gewesen, stattdessen hängst du in diesem stinkenden Loch ab. Ich wette, die Kinder können sich nicht einmal mehr an dein Gesicht erinnern. Ein Mann hat auf der Titel Vater des Jahres bist du, aber ehrlich, ich sollte die wohl überzeugen, dass die Glempner hier richtig, was? Ich sollte sie wohl davon überzeugen, dass der Glempner ihr richtiger Vater ist. Vielleicht sollte ich ihn anrufen und hier ein paar Rohre verlegen lassen. Es würde mich nicht im geringsten verwundern, wenn du es dir mit irgendeiner kleinen stinkenden gut gehen lässt. Du würdest gut daran tun, dir das Geld von einer deiner dämlichen Freunde zu borgen und deinen Arsch nach Hause zu schwingen, sonst kannst du am besten für immer in diesem unterirdischen Gefängnis bleiben. Besser noch, vielleicht findest du unten ja ein Riesenkrokodil, das wirklich ein Stück von deinem Arsch will. Liebe, etwas, was ich irgendwann mal kannte, Anne. Die war grumpy. Das nennt man glückliche Ehe, wahre Liebe. Alice, welcome back. Energie-Richel haben wir wieder. Energie-Richel. Oh, Energie. Das ist wieder der typische Phasma-Stromkasten, ne? Oder Toni, kennst du auch. 1:1 dasselbe. Bist du da? Wo bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Man fühlt das Knistern in der Luft, ja. Bei denen wirklich. Gib uns ein Zeichen. Ich mag Phasma. Es ist bis dato wirklich das Beste von den ganzen. Als erste und immer noch das Beste.
Und sie schaffen es immer noch das Beste zu bleiben, obwohl so viel Zeug rauskommt in die Richtung, die ihm wirklich Konkurrenz machen wollen. Ich habe mir ich kann ihm einen reinhauen. Ich habe den jetzt wirklich umgehauen, oder? Und ich bin bereit. Kann ich die Drumline reinhauen? Ich habe das gerade voll umgehauen, habt ihr das gesehen? Da habe gar nicht gewusst, was los ist. Hat der so, nicht hauen. Aua, nicht hauen. Schofelt kann man ab, aber hauen, dem hat er nicht gerechnet. Hat einfach mal dumm geschaut. Der Bub. Ich hätte es ursprünglich gesagt, wir machen so bis 10 Uhr rum. Aber irgendwie habe ich jetzt schon wieder deutlich Lust weiterzuspielen eigentlich. Also, oh mein Gott, wie kann ich jetzt falsch schreiben? Es heißt, gib mir ein Zeichen und ich bin dabei. Was bin ich nur für ein Fan? Was gib uns ein Zeichen? Ich verstehe es nicht ganz. Gib uns ein Zeichen, stimmt schon, Haru. Das ist schon richtig. Jetzt bin ich erschrocken, weil der Ding da runtergefallen ist, der Wasserfall. Also ich sage immer, gib uns ein Zeichen. God. That has to be the worst thing I've ever smelled. Wish I had something to clamp my damn nose. Gib mir ein Zeichen. Ach, Digimon Data Squad Opening, das habe ich nie gesehen. Digimon habe ich tatsächlich nur ein paar einzelne Folgen gesehen. Data Squad weiß ich gerade gar nicht, das kenne ich gerade überhaupt nicht. Da bin ich ausnahmsweise mal raus, das ist... Ich kenne so normal wirklich jeden Scheiß, aber... Endlich mal was ich auch nicht kenne. Zeit ist worden. Wir kriegen Zeug. Ich mag Zeug. Der des Gottes noch ordentlich, danach kam nur noch Schrott. Keine richtige Integration, nur noch Fusionen. Ich habe es nie wirklich gesehen. Digimon war immer das schlechtere Pokémon für mich. Und jetzt irgendjemand auf den Schlips zu treten, aber... Verschlossen. Ich bin mal ausnahmsweise richtig gegangen. Das ist nice. Aber es ist natürlich wieder Geschmackssache, ganz klar. Ab und an mal Digimon geschaut, dafür kein Pokémon. Ja gut, ich sage, das ist Geschmackssache. Das meine ich ja. Du bist död und bleibst död? Okay, bleibt safe nicht död.
Ich habe zu viele solche Spiele gespielt, dass du mich mit sowas verarschen kannst. Pokémon soll ich auch noch bis zum Ende der Final Region. Danach fand ich es nicht mehr spannend. Aber die Spiele spiele ich dann auch. Ah, gut. Ich muss sagen, ich habe das letzte Mal ein bisschen was von Rame gesehen, bei Dingen mit Pokémon. Ah, ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein würde ich schon bocken, muss ich ehrlich sagen, irgendwo. Hier liegt Munition, safe. Das ist lauter runde Ziegel. Ist zwar eher doch sehr Gülle Dusche, Gülle Dusche, Gülle Dusche. Tunnel, 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 Tunnel. Wenn du reinfährst, wird es dunkel, fährt man raus, dann wird es hell. Tunnel, Tunnel. Ich freue mich, eine Tonimon zu sein. Harumon, Alimon, Mietsmon. Das Wasser fließt nach unten, siehst du doch. Hier. Das Wasser fließt da rein. Das sind alle Digimonsters. Es wird nur einfach nicht mehr. Hier fließt runter, ja. Jetzt weiß es. Der freut sich. Ui. Also du jetzt ja. Vor hinten? Wo kann man die Kanalratte jetzt her? Alter, wie viel noch? Wo war denn der jetzt bitte? Ich schaue auf sowas, da war keiner. Der kotzt da ja. Ist der da oben vielleicht gehängt? Nee. Muss man in der Wiederholung anschauen, definitiv. Aber ich war wirklich eines der wenigen Mädchen, die sich in der Kindesalter für Jungs Dinge mehr interessiert als für Mädchen Dinge. Das ist nicht schlimm. Könnte ich auch was dazu erzählen. Ich habe mit 6 Jahren so Dinge, wobei dazu stehe ich heute noch, My Little Pony. Ich habe mit 6 Jahren so eine My Little Pony Figur gehabt. Da haben wir einen Sattel so aufmachen können mit so einem komischen Zauberschlüssel, so einem Lila und mit einem Herz drauf. Fand ich voll nice, weil er was verstecken konnte. Meine Tante war die Frau, ich finde es so blöd, wenn man die mit aller Gewalt irgendjemand in so Geschlechterrollen reinzwingen will. Ich meine, was ist denn schlimm dran? Das gleiche, wenn du sagst, ein Mädchen darf nicht Fußball spielen, das ist totaler Witz. Das sollen doch machen, was sie wollen. Genau wie Jungs eigentlich auch machen sollen, was sie wollen. Also, ich finde das Aufzeigen immer blöd. Ich meine, ich habe, Gott, wie alt war ich denn da? 10 Jahre? Habe ich einmal eine Barbie gehabt. Mein Gott. Also, hat mich interessiert, hat mir gefallen. Oh, die Spaß Barbie war das. Die war nice. Da war so eine Show dabei. Ah, Gott, wie geil. Badewanne. Da muss man die baden. Mhm.
Was ich war als vierjährige Torwart in einem Jugendfußball. Ja, Betty, passt perfekt. Ich durfte nie mit meinem Cousin spielen, also ging ich runter zu meiner anderen Tante, da durfte ich mit meinem anderen Cousin Yu-Gi-Oh! Schauen. Ja, das finde ich so blöd. Also das ist wirklich was Dämliches. Ich habe bei dem Badesatz von meinem Sohn, was einen Badezusatz für meinen Sohn gekauft und da er Erdbeere so mag, habe ich ihm eins mit Erdbeere, okay. Da war halt eine Hand drauf, da meinte eine Frau zu mir, wie ich das bloß kaufen kann, wenn ich kein Mädchen habe, für meinen Sohn also bringen. Und mein Gott. Also, ich will das Sexualitäten-Thema jetzt wirklich definitiv nicht anschneiden eigentlich, aber ich tue es mir trotzdem ganz leicht. Soll doch jeder machen, was er will und wie es ihm gut geht. Und das stimmt ja. Und ich meine, das kann doch jedem anderen einfach auch wurscht sein, was diejenigen machen, oder? Ich meine, was geht mich das Leben von einem anderen an? Ich verstehe es nicht. Aber anscheinend ist es so wichtig, wenn dein eigenes Leben so langweilig ist. Alter, komm bloß weg von mir. Ich meine, Zombie. Es gibt eine saugeile Werbung. Ich muss mal schauen, ob ich es finde. Ich poste euch unter Discord. Ich fand die Werbung so nice. Ich meine, ich wurde damals auch ein bisschen verarscht, weil ich es auf Barbie hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch nichts Verwerfliches dran gefunden. Ich muss sagen, finde ich heute noch nicht, das würde ich nicht erzählen. Mir ist das ziemlich wurscht. Und ich meine, was ist denn schlimm dran? Gottes Willen. Also das macht ja nicht automatisch irgendwas anderes. Also ich muss sagen, ich kann mich eigentlich nicht mal mehr aufregen drüber. Ich finde es einfach nur traurig. Das ist das Einzige, muss ich ehrlich sagen. Was für My Little Pony interessiert, ich bin. Was? Für My Little Pony interessiert mich erst mit 20. Haru, My Little Pony, Friendship is Magic. Ich habe alle Staffeln gesehen. Ich liebe die Serie. Die alten habe ich als Kind gesehen. Die fand ich jetzt, gut als Kind fand ich es auch ganz okay. Das habe ich halt die Figur quasi gehabt. Die habe ich heute noch. Die weiß ja, wo es ist. Ich hatte letztes Mal in der Hand im Dachboden. Ich habe auf mein Zeug immer gut aufpasst. Doch das existiert das Zeug noch. My Little Pony ist nice. Also die mit Twilight Sparkle, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie und Rainbow Dash. Die finde ich nice. Geht das? Nö. Das Lustige war, die Serie ist eigentlich gemacht worden, glaube ich, für eher Mädchen. Also für Jüngere, so für 10, 11-Jährige, sage ich jetzt mal, 12-Jährige maximal. Zuschauer der Serie waren dann, glaube ich, tatsächlich männlich ab 25 aufwärts oder ab 30, je nachdem. Und natürlich auch Frauen ab dem Alter aufwärts. Was ich mega lustig fand, die Bronies dann quasi, wie meine Freundin ansah, als ich meinen Tisch auf dem Film sah. Ich würde für sie zum Alien und dann wollte sie ihn sehen. Ja, ich habe da auch schon ein paar, ich nenne es mal bekehrt. Man muss halt, ich meine, das sind Gags dabei, die ich ganz lustig finde, man darf es halt nicht ehren. Klar ist das Zeug so süß, dass du Regenbogen kotzt, aber ich meine, ich fand das Ding auch ganz cool. Der war goldig, mein Blick, was? Ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwas versäume, wenn ich da im Labyrinth nicht rumrenne und alles anschaue. Hier waren wir. Also ich dachte, ich muss hier hoch, ich kann hier gar nicht hoch. Okay, ciao.
Äh, wir machen bald schon ein bisschen, aber warte, ich schreibe mal. Ich habe das erste Mal, glaube ich, gesehen bei den, damals hat es die Serie noch gegeben, die witzigsten Werbespots der Welt, wenn euch das noch was kennt, noch mal was sagt. Da wurden quasi von der ganzen, ja, Weltgeschichte quasi die Werbungen zusammentragen und dann einfach quasi da zeigt, waren japanische dabei, chinesische, da waren englische dabei, alles mögliche. Und ich fand das immer lustig, weil wirklich gute Sachen dabei waren teilweise, also wirklich mal Werbungen, die sich noch Gedanken gemacht haben. Das Ende der Geschichte, als ich dann bei ihr schlief, sah ich die Hülle des Films neben ihr und die DVD-Player. Ich habe mir dann wirklich, also den Film wirklich mit einem Kumpel angeschaut, der nochmal 2 Jahre älter ist als ich. Also von dem her. Man ist immer so jung, wenn man sich fühlt. Ich bin 7. Oder 12, irgendwie sowas. Da gibt es nichts zum Rausreden. Ich finde, dass man sich da nicht rausreden muss. Wenn man sowas anschaut, dann steht, ich schaue mir auch viele andere Sachen an. Ich liebe Horror und so Zeug. Klar, ohne Ende. Macht mir auch nichts. Aber deswegen schauen wir sowas auch an. Kleiner Rabe Socke. Okay, kenn ich, ist jetzt nicht so mein Fall, aber kenne ich ja. War aber auch nie mehr Zeit, glaube ich. Darum bin ich da vielleicht ein bisschen eher außen vor, sage jetzt mal. Aber kenne ich ja, verstehe ich ja. Also, du sagst ja, wer es mag, ist doch überhaupt kein Thema nicht. Das ist was ich immer verstehe. Wenn jemandem was gefällt, ich muss ja nicht immer mit aller unbedingt jetzt alles, was ich anschaue, ist super und alles, was alle anderen anschauen, ist kacke. Das ist doch ein Witz, ich meine. Aber so ist halt bei dem. Kenne ich auch noch zu gut. Du stehst auf, ne? Du stehst erst auf, wenn ich so drüber gehe, ne? Warten wir jetzt mal da. Da hat er immer noch nicht da. Ich weiß nicht, aber es war irgendwie, keine Ahnung. Keine Rabisocke war nicht so meine Zeit. Also, oder einfach nicht meine Richtung, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt nicht so angeschaut. Vielleicht trifft es eher, wenn ich so sage. Aber ich sage halt dasselbe, also wenn's. Ich würde mir heute, wenn ich es sehe, einen Pumuckl noch anschauen, also. Ich würde kein riesen Eisentor aufmachen, wo nur der Wasser die ganze Zeit durchläuft. Einfach so in freudiger Erwartung, dass da nicht irgendwie, weiß ich, wie viel Hektoliter Wasser mir entgegenkommen. Pumuckl ist Classic, man hat gerade alle Folgen auf Kassette. Pumuckl war nie deins. Ja, ist okay. Haru mag kein Pumuckl. Das ist so traurig. Verstehe ich aber auch. Mein Pumuckl ist eine andere Zeit. Muss man mögen. Die Art. Glaube ich. Wenn du so alt bist wie ich, Haru, du magst Pumuckl auch.
Nee, Schmarrn, hat nichts mit Alter zu tun. Aber wir haben halt, bei mir war es halt damals, ich meine, so blöd das anhört, ich komme aus einer Zeit und ich muss wirklich genauso sagen, ich meine, Alice und Toni wird es vielleicht noch bestätigen können, einfach um ähnlich Altrige in irgendeiner Weise zu benennen, jetzt einfach mal. Äh, Bei mir war es zumindest so, wobei, vielleicht wisst ihr es, vielleicht sind es wirklich die paar Jahre Unterschied. Ähm, Wie ich klein war, es war wirklich so, du hast ARD, ZDF gesagt gehabt, du hast das dritte Programm gehabt, du hast ORF 1 an Österreich hast du reingekriegt bei uns, an ersten, später an zweiten. Und dann war vielleicht, und das war es eigentlich. Und dann hat später ist mal Tele 5 gekommen. Das waren so die ersten Sender. Und da war nicht einen ganzen Tag Programm, da ist um 3 das Kinderprogramm angegangen oder sowas. Da ist dann Tom und Jerry gekommen, Pumuckl und keine Ahnung, was war noch dabei? Marshall Bravestar, He-Man, das Zeugs. Samstags war es dann in der Früh, um halb sechs in der Früh, oder um halb fünf teilweise, ist so Zeichentrickzeug gekommen. Da bin ich teilweise aufgestanden für so einen Scheißdreck. Super Mario Brothers Super Show zum Beispiel. So Zeug. Und um 6 war dann, glaube ich, Sandmännchen oder sowas, oder um 8, ich weiß gar nicht genau. Und dann sind Nachrichten gekommen. Dann war Testbild. Und davor war Testbild. Sprich, da ist nicht ganz noch in der Rotze gekommen. Und da war einfach Testbild. Kabel 1 war dann später, ja. Da war ich dann. Oh mein Gott. Das Sandmännchen habe ich tatsächlich nie angeschaut, glaube ich. Aber Augsburger Puppenkiste ist gekommen zum Beispiel. Der Schlupf vom anderen Stern, oder wie die Dinge geheißen haben. So Zeug haben wir mir dann einfach angeschaut, wenn es irgendwie war. Aber Sandmännchen habe ich, glaube ich, nur ein, zweimal gesehen. Teen Titans, Scooby-Doo, das war dann schon später. Das war dann schon deutlich später. Aber Scooby-Doo, ja, klar, logisch. Scooby-Doo war dann später noch so ein Fall. Ich meine, wie der Ding wieder an Tele 5 gekommen ist, waren ja auch Schlümpfe. Da waren Scooby-Doo, He-Man, She-Ra, Marshall Bravestar, Galaxy Rangers, Astro-Dinos, der ganze Rotz. Der ist dann aufgegangen ohne Ende. Und da war das ja ziemlich stolz. Ich sage, ich habe es gerade ums Arschlecken so mitgekriegt noch, dass das also war. Wirklich ganz, ganz, ganz knapp. Das war irgendwie, ja, jünger, sage ich jetzt mal, dann hätte ich es auch nicht mehr so mitgekriegt, glaube ich. Oder zwei. Was gut, dass ich um die Zeit warten musste. Das schaut aus wie ein Super Nintendo, aber irgendwie ja nicht. Invader Station. Die darf es wahrscheinlich ganz, ganz nachkopieren, nicht nachbauen. Invader Station. Super Nintendo war 93. Spielt 98. War da die PlayStation 2 sogar schon? Nein, die war, glaube ich. Weiß gar nicht, wann die rauskommen ist. 98? Liegt da noch einer? Inspektor Gadget, weil ich gerade Inspektor lese. Er ist ja da, Inspektor Gadget. Er ist auf einer heißen Spur.
Ach, Sandmännchenzeit war bei dir. Ah, okay. Baden geht Zeit. Du hast das Kind nur My Poquito. Vettel 2 Super und Kika schauen und später Nickelodeon auf TD5. Halt Anime, Godzilla, Mothra. Ah, Anime, Godzilla, Mothra und Gamera. Oh mein Gott, ja. Liebe geht raus. Batterie. Okay, ob der liegen bleibt, weiß ich nicht. Weht oder nicht? Jetzt bleibt das. Jetzt haben wir es gelesen, das komische, die viele. Oh mein Gott. Ich drücke immer nur auf B. Einen haben wir übersehen, das ist belastend. Zwei haben wir übersehen. Ah. So. Verdammten Rohre, Griff kriegen, trotzdem Haupttank bestellt, Schulz weiß, okay, ciao. Mein Inventar ist voll, nice. Okay. Braucht kein Mensch, okay. Kanalisationsschlüssel 1. Okay. Gibt 2, 3, sagst du? War das Crunchyroll Wacken im... Ach, okay. Aber ich meine, Crunchyroll waren die ersten. Wackernim zum Beispiel ist ja extrem schnell. Relativ groß waren, sage ich mal. Also relativ... Ich meine, die haben nicht alles, weiß ich. You gotta be kidding. The Aurora Project. If it had not been for that fucking thing, I wouldn't be stuck down here trying to escape from these goddamn monsters. Aber... Sie haben coole Sachen, teilweise, ja, muss ich ehrlich sagen. Also, wieder dazu sagen, ohne Werbung zu machen jetzt irgendwie, aber ich schaue vor dem Schlafengehen in einem Land vor unserer Zeit geschaut. Ah ja, gut, okay. Herr der Ringe oder X-Men oder Gruß geht an meine Eltern raus. Ich habe vor dem Schlafengehen teilweise bin ich in meinem Bett drin gelegen, weil ich hier ins Bett musste. Und meine Eltern sind bei mir im Zimmer gesessen und haben auf meinem kleinen Fernseher Tetris Attack oder Super Mario Kart gespielt. Grüße gehen ebenfalls raus. Aber ich sollte ja schlafen, also nebenbei, wenn es hat dann schon funktioniert. You're an ugly son of a bitch. Bist du? Willst du mich verarschen? Sag mal. Bleib liegen jetzt. Hat er das aufgemacht oder war der offen? Ah, da sind wir durch, da war offen, okay. Ich muss ja was gestehen.
Ich habe mir wieder ein paar T-Shirts gekauft. Auch schwarze, die ich dann im Stream anziehen kann. Ich sollte aufschlafen, wenn die Schlacht um, wie heißt dieses Festung aus dem zweiten Teil, wo die Alben den Menschen helfen gegen Orks? Haru, geht mir genauso. Ich weiß auch nicht, wie das Zeug heißt. Hä? Ah, da. Hä? Moment, what? Wo ist der komische Aufzug? War der da? Ja, der war da. Wird 24 im Februar, wenn dir das hilft, das so. Ich bin nicht so der Riesen-Herr der Ringe-Fan. Drum. Kann ich nicht genau sagen, wie das Zeug heißt. Ich habe die Filme zwar x-mal gesehen. Ach, du hast am 28. Januar? Findest auch? Jetzt muss ich schreiben. Kann ich Filme mitsprechen? Nee, ich nicht. Ich habe am 15. Dezember. Mein Bruder hat am 28. Oh. Okay, ich hab's einmal kapiert. Also ich hab's einmal versaut, so muss ich sagen. Das Hacking. Aber ich schau gerade, ich hab... Also ganz einen Moment einmal. Ich muss ganz kurz was durchschauen. Ah, da. Genau, das habe ich gesucht. Hab's schon gefunden. Na genau, Haru. Das Ding habe ich nicht gewusst, genau das. Was? Ich schaue es alles wochenlang rauf und runter. Na gut, ist auch wenn es kann. Ja, was passiert ist denn, weiß ich, ich habe die Filme x-mal gesehen. Da brauchen wir nicht reden, also das ist... Softbuckle Rima. Okay, das geht aber eigentlich ganz gut. Das wäre mit X-Men, ich weiß da, was da denn passiert, obwohl ich es ja nicht. Ich gehe mal mit mir.
mit mehr Filmen so, wo ich wirklich mitreden könnte. Aber okay, haben wir jetzt verschiedene Putzel. Okay, das lassen wir eingehen. Das sind ein paar so interessante Sachen, ne? Warte mal. Ne? Achso, okay. Wer macht sowas, ne? Wann kommen die Viecher, die mich angreifen? Das würde mich mehr interessieren. Typisch Stuhl habe ich schon einmal, das war ein Chip, ja. Die kommen ganz langsam von hinten, das kann gut sein. Immer dann, wenn ich nicht hinschaue. Jetzt gibt es Kreuzungen auch noch, okay, da müssen wir hin. Kann nicht gehen. Kann so auch nicht gehen. Ich bin auch noch da, macht Sonic in nebenbei. Das ist schön. Der Ton, ne? So einen kurzen baut. Das macht keinen Sinn, das muss schon so passen eigentlich. Also ich mein, so natürlich nicht. Ich muss hier raus, ich kann es erst hier umschalten, also kann ich nur rüber gehen. Ich kann hin und runter gehen, also muss das so sein. Kann ich mit dem nur hier dran. Muss ich mit dem nach unten gehen, mit dem da hin. Oder mit dem da hier eigentlich. Ich kann natürlich das Eck dann ausschmücken, wenn ich mag. Oh. War jetzt 2 Stunden beim Friseur, ich hasse es. Wieso gehst du dann? Einfach mal nicht zum Friseur gehen. Sauber einen Topfschnitt, weißt du, so eine Schüssel aufgesetzt, einmal da dumm geschnitten. 2 Stunden Friseur, ich bin beim Friseur bin oder war, also war vor allem auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da gute Freunde oder ich hatte Gott sei Dank im gleichen Friseursalon wieder eine kennengelernt, die ich auch gern mochte, die quasi ganz interessant war, auch mein Alter hatte und alles quasi, mit der ich reden konnte, die ich erkannte. Und davor bin ich einfach zu dem Friseursalon gekommen, weil ich da jemanden kannte, also eine Freundin von mir quasi, die da geschnitten hat. Und bei der war es immer extrem lustig. Da haben sie einen riesen Hund gehabt und alles und sau nice. Also die haben wir einfach super verstanden. Darum war da dann, wenn ich da mal 1,5, 2 Stunden war das für mich kein Thema nicht. Einfach zum Ratschen und nebenbei. Also ich bin auf eine Viertelstunde fertig oder auf eine halbe Stunde. Aber das war nie ein Problem.
nur die mich irgendwo da reinsitzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde. Und dann, wobei hatte ich habe früher auch alle möglichen Haarfarben gehabt, von so blau, schwarz bis alles mögliche. Von dem her war ich es gewohnt, also Haare färben etc., das hat schon eine Zeit lang gedauert, aber Dauerwelle hatte ich nie. Oder sowas. Das ist kein Smalltalk. Das war bei mir kein Smalltalk nicht, weil ich die einfach kannte. Also haben wir quasi über alles Mögliche geredet. Interessante Sachen, die wir wirklich beide kannten, mochten etc. Meine Mutter hat uns früher auch die Haare geschnitten. Macht zwar beim Dad heute noch. Alter, würdest du mich verarschen, hä? Jetzt überleg mal, was du gemacht hast. Ja? Okay. Sie macht noch Pony, okay. Ja gut, es ist. Du glaubst es nicht, hä? Wie oft magst du? Hm? Ich wurde heute meine Naturhaarfarbe zurückblondiert. Der danced, never mind. Ich warte mal, der danced ein bisschen rum. Zurückblondiert in die Naturhaarfarbe. Hast du die Haare gefärbt, Toni? Aber du hast ja kein richtiges. Das ist krass, wie sehr mich das Bild von dir triggert, wo du. Mein Gott. Wo du die Katze am Rücken drauf hast, weil das immer ausschaut, wenn das deine Haare wären. Ich meine, du bist dunkelhaarig. Aber du hast kein so richtiges, helles, krasses Blond, nicht, gell? Ja, genau, aber nicht sauhell. Sauhell, ah, schau her. Typische bayerische Erweiterung für alles, was mehr Sinn macht. Sau cool, sau hell, sau dunkel. Bayern hat da kein Monopol drauf, aber ich höre es eigentlich bei uns am meisten. Ist so lustig, dass eine Freundin von mir Japanerin quasi nutzt. Keine Energie. Ja, wo ist denn die Energieversorgung? Ah, da. Dunkel? Achso. Dann kriege ich die Tür nicht auf, okay. Wieso sind da wieder Gatze dran? Yeah, looks like it's been an exceptionally safe and accident-free environment. Well, until today. Liegt mal aus, was keiner.
I'm looking. Ja, okay, gut. Ja, stimmt. Okay, ich glaub's ja. Aber ich sage, es ist krass, wie mich das eine Foto triggert. Ja, Moment. Eine Aktensammlung über verschiedene Programme, die unterschiedliche Arten von Biochemiewaffen und Hexacore-Biogenetics an der Bevölkerung von Keenside testen sollten. Die meisten Seiten sind nass und schwer leserlich. 250 Übersicht Teil des Projekts Truman. Es wurde Experimente während einer fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadien und der Entbindungsstation des Sacred Heart Krankenhauses durchgeführt, wobei den Probandinnen durch kontrollierte Injektionen des biologisches Nervengift verabreicht wurde. Das Experiment hat keinerlei Fortschritte hinsichtlich des ausgewählten Probanden erzielt. Die Kinder des unfreiwilligen Versuchskaninchens haben jedoch zu einer weiteren Studie geführt, die den Namen Daymer-Syndrom trägt. Geschlossen. Neue Experimente Probanden begonnen, die von Daymer-Syndrom betroffen sind. 53. Ein gemeinsames Experiment von US Army, Navy und CIA, währenddessen 10.000 Individuen über die Luft einem anaeroben Bakterium ausgesetzt wurden. In Kielzeit wurde ein ähnliches Experiment vollzogen. Hier wurde eine Variante der Verbreitung über das Trinkwasser gewählt. Wisst ihr noch, was vor 10 Jahren total in war, sich weißblond wie Barbie zu färben? Habe ich nie gemacht. Ich war immer so die Schwarz-Fraktion. Blau, schwarz, schwarz. Ich hatte mal in der absoluten kurzzeitigen, wie nennt man die Phase, keine Ahnung, ich habe mal ganz kurzzeitig, hatte ich mal so blonde Highlights drin. Ganz kurzzeitig mal. Aber meistens waren sie schwarz. Oder aufgestellt oder bis hier oder ich hatte es auch schon mal so lang, also aber eigentlich immer dunkel, meistens. Blau-schwarz Lieblingsfarbe damals. Also haben so blau geschimmert. 53. Ein gemeinsames Experiment von US Army, Navy und CIA, währenddessen 10.000 Individuen über die Luft also haben wir gesehen. Status aktiv. Infizierte Probanden wurden unter ständiger Überwachung platziert. Im selben Jahr starten die CIA-Offizial MK Ultra Model Comet. Eine Serie von Experimenten mit dem Ziel der Erforschung neuer Medikamente, biologische Kampfstoffe, Zwecke, bla bla, Gedankenkontrolle, Verhaltensbeeinflussung, Scheid, Flugzeuge und Navy starten und keine lange Aerosolwolke, 5 Schleppschliffen aus. Schwerkrank und Wissen verfälscht. Okay. Gut, okay, wenn es meinen. Das war die Trinkwasserproben wahrscheinlich, die wir gerade gefunden haben hier. Gehe ich mal von aus. Ich schon. Ich habe ja tatsächlich 3 meiner Freundinnen waren Friseurinnen. Also das war immer so. So blöd irgendwie. Ist hier ein versiffter Platz. Free Devil. Entkomme durch den Tunnel. Was für ein mutiertes Riesenkrokodil kommt das dann mit? Da liegt der, oh mein Gott!
Was war das gerade? Ich habe seit ich 24 bin, da habe ich angefangen, beweist zu werden. Ja, gut, färben tut der Toni anscheinend auch, hat er gesagt gehabt, aber halt, sie hat noch nie eine andere Farbe gehabt als die Band. Also andere Farbe quasi. Ich finde das Viech nice. Und gleichzeitig nicht so. Das ist quasi sogenannter Daymare, oder wie? Anscheinend, ja. Ich habe 16 aufgehört. Ich hatte rot, dann schwarz, dann wieder rot, jetzt Mond, dann schwarz. Vielleicht bleibe ich wieder rot. Ich hatte mit 16 aufgehört, weil es mich dann einfach nur noch nervte. Ja, gut. Verstehe ich ja. Und bei der Friseurin war es ja quasi so, dass die immer irgendein Model quasi braucht haben, also oder Modell, nicht Modell braucht haben für die Prüfungen etc. Und das war halt dann meist ich. Oder auch für der Mann war dann meist ich. Musste dann auch färben und was ich was alles für ein Zeug machen und keine Ahnung. Wo? Sehr grau-weiß. Ich höre so eine Statue, so eine... Das quietscht, hört ihr das? Ah, da. Das könnte jetzt erstmal ein Problem kriegen, weil wir haben jetzt keine Heilung mehr, ne? Das geht zwar aktuell ganz gut noch. Was Viech nochmal kommt. Haben wir ein kleines Problemchen. Ich bin mir sicher, dass das Viech nochmal kommt. Ich habe keinen U-Turn nicht. Scharf ist der Puppen, okay. Renn halt. Renn halt. Renn halt. Okay, man kann wohl wegrennen vor dem Viech. Schauen wir noch rein. Hier ist die Munition. Der will ja nochmal kommen, oder? So intelligent das Spiel nicht. Okay, ist nix. Vater wurde früh grauhaarig und das erbe ich von ihm. Was mich nicht stört, ich kann dann behaupten, dass der oder die mich schon ergrauen lässt.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon die ersten grauen Haare mit 18 oder 19 schon gekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein paar, also einfach ein paar, also hier hinten, die habe ich ein paar Stellen. Das sieht man jetzt nicht eigentlich, aber es sind ein paar so einzelne Dinge, die mir wurscht waren, immer schon. Und ich habe einen Arbeitskollegen damals gehabt, der war mit 18, war der komplett grau. Also komplett grau. Wirklich komplett grau. Das war echt krass. Der hat ausgeschaut wie, ja. Der hat schwarze Haare gehabt komplett, aber die waren halt dann, ja, komplett grau. Kakashi, gut schon, nee. Michael hat der geheißen. Nachdem Raven der Dunkelheit des unterirdischen Wassers im See gekommen ist, gelangt er am Stadtrand wieder an die Oberfläche. Von hier an sollte seine Reise zur Absturzstelle wesentlich einfacher verlaufen. Wird der leblosen Körper des Majors unter den Trümmern begraben vorfinden oder hat er den Albtraum überlebt? Die Wahrheit liegt da draußen. Als Raven wieder zu Bewusstsein kommt, stellt er fest, dass seine kleinen Verletzungen nichts im Vergleich zu den Schrecken sind, das ihn unten auf den Straßen erwartet. Ich würde aber sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Sagt er noch nicht weiter, logisch, kennt mich ja. Den ersten grauen hatte ich schon mit 13. Okay, das ist 13 oder 14 ist früh. Das ist wirklich früh. Gut, aber es ist wahrscheinlich eine Pigmentstörung. Denke ich mal. Ist nicht wirklich selten, was ich weiß. Das gibt es öfter. Das sind halt einzelne Bereiche. Cool ist immer die vorderen Haare, wenn das so einzelne Strähne weiß ist. Das ist richtig cool. Was wurde deshalb gemobbt? Ich hatte ihnen gesagt, dass sie alle daran schuld seien. Dann waren sie still. Oh mein Gott. Sehr dramatischer Tod. Also ich fragte nicht bei unserer Lehrerin nach, ob das stimmt. Und sie sagte, eiskalt, ja, oh mein Gott. Irgendwie mag ich hier nicht rumrennen, aber irgendwie mag ich rumrennen. Ey, das ist gut Nacht, schlaf gut.
Bin ich jetzt hier richtig? Bin extra hier lang gerannt. Wieder da kurz Telefon. Toni, willkommen zurück. Ich werde aber jetzt auch nicht mehr lang machen, also eigentlich. Ich sag mal, schauen, dass es noch hoch was da gibt. Das ist, also, wo bin ich denn da richtig? Ich mag das, wenn man in beide Richtungen ewig rennen kann. Oh, es geht bei uns aber der Sturm langsam los, merke ich gerade. Der ist einfach undramatisch umgefallen. Bei dir schneit es ganz sacht. Sturm, Sturm. Sturm geht los. Höre ich zumindest. Muss jetzt doch wieder runter? Ich weiß nicht, ob bei uns Sturm ist, aber zumindest hört sich so an. Aktuell gerade. Ja. Ich vermute mal, dass vielleicht zum Schneien anfangen da. Und das ist wahrscheinlich das vermutlich mit Wind begleitet wird. Okay, wurde bloß Munition. Die Kosterei kann man recht dezent gestohlen bleiben, wenn ich bin. Hi. Okay, die Tag passt. Also hier müssen wir durch quasi. Okay, dann müssen wir doch wieder hoch. Okay, nice. Dann rennen wir noch hoch. Und ich würde sagen, oben, ich liebe Stimme, es hat schon einige Monate nicht mehr gestimmt. Ich mag sie eigentlich auch, aber ich weiß, dass die Folgen halt einfach kotzig sind. Wie man sie halt kennt. Bei uns sind sie Gott sei Dank nie schlimm. Ich mag an sich ein Gewitter, sage ich jetzt mal, aber ich verstehe, wenn jemand schon mal was mit einem Gewitter erlebt hat und irgendwo der Blitz eingeschlagen hat, dann mag man die vielleicht nicht mehr so gern, das verstehe ich voll. Hat Gott sei Dank noch eine negative Erfahrung.
Gehen wir jetzt. Also okay. Haben wir was zum Heilen gekriegt? Ich ja, Toni. Ich ja. Ich sag's die ganze Zeit schon. Aber jetzt hören wir. Okay. Ist ein guter Zeitpunkt, dann hören wir auf. Jetzt hat er bestimmt gespeichert. Jetzt Strom ist wieder an. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Da müssen wir eh dann wieder runter. Ah, nein, ist okay. Wenn Strom an ist, geht automatisch auf. Wir sind eh gleich tot. Vermute ich mal. Können wir vielleicht zufällig speichern hier unten? Ja. Können wir. Das ist sehr kombinierend. Also ich weiß nicht, ob wir speichern können. Doch, können wir. Wir kriegen noch einen Chip. Die Chip können wir irgendwie eintauschen, glaube ich. Ich nehme jetzt mal gleich, warte mal, das sortieren wir noch, das tun wir rein. Wir nehmen uns das raus. Das geben wir uns jetzt gleich. Da sind wir das nächste Mal Full Heal. Das was normalerweise beruhigen, ne? Ja. Bis nächstes Mal, Toni. Danke dir. Gute Nacht. Das schaut gut aus. Das lassen wir hingehen, okay. Das ist nice. IT-Text. Steroid, ne? Das Magazin brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Da kriegen wir noch so Serien, ne? Okay. Also wenn wir das Magazin reintun, können wir es mit der Munition laden? Ja, Schwannkrampf. Kann man bestimmt umladen. Kombinieren. Auslernen. Können wir, okay, nice. Das ist cool. Dann bleiben wir doch so. Was können wir handeln? Achso, Metallflüssigkeit brauchen wir eigentlich nicht. Nö, das passt schon. Okay. Ich bin rausgegangen, ich wollte eigentlich speichern. Jetzt. Okay, ihr Lieben. Würde sagen, beenden wir für heute einmal. Doch noch gute 3/4 Stunde länger gemacht, wie ich eigentlich vorgehabt habe. Aber gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich muss mal schauen, morgen Freitag. Ist noch nicht ganz sicher, aber ich bin morgen, glaube ich, schon da. Mal schauen. Sehen wir dann schon. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Schlaft's gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Hallo auch, ganz speziell dir gute Nacht. Danke dir. An alle anderen, die noch da sind. Und
bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und bis zum nächsten Mal.